Samt Kater. Kater, schau ins Bild. Damit du auch ordentlich drauf bist, dass man nicht nur einen Schweif sieht. Ja, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum 224. Vortrag zur Apokalypse. Die vielen Vorträge kommen zustande, weil wir zwischendurch halt immer sehr viele praxisnahe Themen unserer Zeit besprechen. Also es ist nicht nur der Inhalt der Apokalypse, sondern die Konsequenzen eben auch, um die es geht. Aber ich begrüße... Hast du YouTube eingeschaltet? Nein, danke. Gut, dann fangen wir das Ganze gleich noch einmal an. Da steht Livestream starten. Danke. Lucia, du bist unersetzlich. Ohne dich hätten wir da schon, glaube ich, überall Probleme gehabt, glaube ich. Das passt schon. Weil ich neige dazu, irgendwas zu vergessen, einzuschalten. Da, dort, dieses, jenes. Gut, also jetzt offizielle Begrüßung. Ganz herzlich begrüße ich euch zum 224. Vortrag zur Apokalypse. Und wir starten mit dem 17. Wochenspruch. Der ist auch wieder ganz stark. Es spricht das Weltenwort, das ich durch Sinnestore in Seelengründe durfte führen. Erfülle deine Geistestiefen mit meinen Weltenweiten, zu finden einstens mich in dir. Also das Weltenwort in sich zu finden. Das ist ja im Grund das Thema der Apokalypse. Um das geht es im Kern, Enthüllung, Offenbarung des Wesens Jesu Christi in Unsinn zu finden, aber auch in eben draußen zu finden. Also da ist ja ganz deutlich, das Weltenwort kommt uns aus der ganzen Welt eben entgegen, darum heißt sie auch Weltenwort. Aber es geht darum, die eigenen Geistestiefen damit zu erfüllen und damit den Christus auch in sich zu finden. Und dadurch eben, und man findet ihn, wenn man wirklich aus dem eigenen Ich heraus tätig wird, gerade dann. Also wenn man nicht nur aus dem ist, was man halt übernommen hat von außen, was man gelernt hat, was alles das äußere Leben einem formt, ist ja gut und notwendig, aber das ist alles noch nicht das Ich. Und das ist, das werdet ihr eh schon mitbekommen haben, dass das ein Kernthema ist, das zu finden, weil jetzt, und zwar wirklich jetzt, die Zeit da ist, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere diesen Unterschied erkennen lernt, was das wirkliche Ich ist und was bloß das Spiegelbild davon ist. Die Zeit ist reif dafür, dass da und dort Menschen diesen Unterschied erkennen lernen, diese Erfahrung kennenlernen und auch die Kraft, die damit verbunden ist, wenn man wirklich bewusst aus dem Ich heraus tätig wird. Welche Kraft da drinnen liegt. Die ist, ich meine, es können Menschen aus dem Ego heraus sehr, sehr kräftig sein, keine Frage. Aber es ist trotzdem eine Kleinigkeit gegenüber dem, was aus dem Ich heraus möglich ist. Und das Ich zieht es dann wirklich auch beinhart durch, wenn es also nicht mehr das Ego befriedigt, was eben schon eine starke Triebkraft natürlich ist, aber das Ich zieht es durch, egal wie angenehm oder unangenehm die Sache auch sein kann. Weil
weil aus dem Ich eben der Impuls kommt, das muss jetzt sein, ich kann das machen, ich will das machen, es wird gebraucht. Und dann tut man es. Und da, aus dem kommt eine, wie soll ich sagen, unglaubliche Lebenssicherheit auch drinnen. Und ich habe aber den Eindruck, dass vielfach rundherum sehr viel Unsicherheit eigentlich da ist, zumindest sofort da ist, wenn man nicht die äußeren Krücken dazu hat. Also eben die äußere soziale Stellung, die man hat, alles Mögliche, der Beruf und so weiter, das sind aber alles letztlich Stützen von außen. Und die sind alle unter Umständen sehr leicht angreifbar, können sehr leicht auch zusammenbrechen, sehr schnell. Und dann, aber wenn die Stütze in einem selber ist, dann kann die durch irgendwas Äußeres im Grunde nicht wirklich angegriffen werden. Obwohl die Widersacher natürlich sehr, sehr stark versuchen, das anzugreifen. Also gerade die Angriffe auf das Ich oder vor allem auf das Bewusstsein des wirklichen Ichs, die sind immens stark zu dieser Zeit. Also es wird alles getan dazu, das zu vernebeln. Wir werden hineingestellt in was so Beliebtheit ist, schon seit längerer Zeit, also zu polarisieren, die Menschen zu polarisieren. Und das Thema ist dann nur mehr der eine gegen den anderen, also die eine Partei sozusagen gegen die andere Partei, und man beschäftigt sich gedanklich, geistig nur mehr mit dieser Auseinandersetzung. Die ist vielleicht aber für die Entwicklung völlig unwichtig. Es sind Themen, die eigentlich gar nichts Entscheidendes bedeuten. Also da fällt mir genug ein. Da braucht es nur nachdenken. Die großen Themen, die großen Schlagworte unserer Zeit, wo es einfach fanatischen Plus gibt und fanatisches Minus. Also die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, aber alle sind überzeugt, dass das also immens bedeutsam ist. Das ist natürlich auch ein Trick, der sehr bewusst auch eingesetzt wird. Also, wie soll ich sagen, die Klassen, die Gruppen, die glauben, sie müssten die Führenden sein, weil sie halt die Welt vorwärts bringen, ist auch wieder nur eine Fantasterei, obwohl viele wirklich daran glauben. Also ich will gar nicht die sind überzeugt, dass sie ehrlich sind. Aber sie sind oft auch komplett auf dem Holzweg. Und da wird es halt dann gefährlich, wenn das dann plötzlich Themen, die vielleicht für einen Einzelmenschen interessant und eine interessante Aufgabe wären, aber wenn ich das jetzt eigentlich sozusagen der Masse aufdränge, irgendwo ist das Grundthema, dann kann es sehr problematisch werden. Und es werden die wirklich wichtigen Dinge übersehen, und es wird vor allem übersehen, der Weg zur geistigen Entwicklung, der ist nämlich für uns alle wichtig. Ich meine, zum wirklichen Ich kommen wir nicht anders, als dass wir aus dem Ich heraus anfangen zu agieren. Wirklich aus dem heraus tätig zu werden. Und das ist eben ganz was anderes als das Ego. Wie gesagt, kein Schimpfen über das Ego. Wir brauchen es, und es ist gut, ein starkes Ego zu haben. Auch zu wissen, wo ich mich abgrenzen muss. Auch die größte Liebe, die man geben kann, soll nicht heißen, dass man bei allem immer parat steht. Das muss der eigenen Entscheidung überlassen bleiben, nämlich zu wissen, wo kann ich wirklich sinnvoll meine Kräfte einsetzen, wo kann ich sie wirksam einsetzen. Und nicht, wie soll ich sagen, die Show abzuziehen, der große Helfer überall und immer zu sein. Ihr wisst, es gibt viele Menschen, die ein Helfersyndrom haben. Ich will jetzt nicht schimpfen darüber, aber die überall jedem helfen wollen, der vielleicht gar keine Hilfe will. Also, und die sich dann gut fühlen dabei, das ist aber Ego. Das Ich kann genau unterscheiden, da kann ich was geben, das gebe ich, das wird gebraucht, aber ich dränge mich nicht auf mit was der andere vielleicht gar nicht will. Das ist also ganz, ganz wichtig. Also das heißt, wir stehen in dem Zeitalter, wo es wirklich darum geht, also das eigene Ich zu entdecken. Das ist ja auch zugleich wirklich der Weg
über die Schwelle. Das Ich ist eigentlich etwas rein Geistiges und wir erleben hier im alltäglichen Bewusstsein nur die Spiegelung davon. Und das heißt, wer wir wirklich sind, können wir im Grunde nur erkennen, wenn wir über die Schwelle gehen, mit vollem wachen, ich möchte sogar sagen nüchternem Bewusstsein. Das hat nichts zu tun mit jetzt, ach, ich schwebe in geistigen Höhen oder so und fliege davon, sondern das ist was sehr Konzentriertes, sehr Bewusstes, ja, nichts, was mich davon zieht. Da, wo es mich davon zieht und wo ich sage, ah, wie schön und wie toll und wie großartig, da sollte man schon vorsichtig sein. Da ist wahrscheinlich der Luzifer dabei. Oder das andere ist, ach, wie logisch, wie klar, wie einsichtig ist es, dann ist wahrscheinlich der Ahriman dahinter. Also, weil gerade wenn man aus dem Ich heraus aktiv wird, erkennt man erstens, dass es durchaus nicht nur die Höhenflüge sind, sondern dass es auch beinharte Aufgaben sind, die damit verbunden sind. Und wo ich erkenne, ich mache einen Fehler, wenn ich die Aufgabe nicht annehme. Weil sie stellt sich mir ohnehin, nur weil ich die Kraft dazu habe. Also das Ich und der Christus, der mit dem Ich verbunden ist, stellt keine Aufgaben, die nicht bewältigbar sind in einer gewissen Weise. Man kann trotzdem scheitern, aber das macht auch nichts. Dem Ich macht das nichts. Dann scheitert es halt 10-mal, scheitert es 100-mal, beim 1001. Mal funktioniert es. In der Inkarnation, in der nächsten oder übernächsten, es ist ganz egal. Das macht es nämlich nicht aus. Nur zu sagen, gar nichts zu tun, dann wird nichts weitergehen, dann kommen wir auf dem Weg nicht weiter. Und das ist aber entscheidend für die Entwicklung, wie sich die Kultur, das Verhältnis der Menschen, der Völker zueinander, wie sich das weiterentwickeln wird. Das wird entscheidend davon abhängen, ob genügend Menschen da sind, die wirklich sich auf ihr eigenes Ich stellen können, ganz bewusst, die den Mut auch dazu haben, die Stütze in sich selbst zu finden und in sich selbst aber eben auch den Christus zu finden. Um das geht's. Und um das geht's also sehr stark auch im 19. Kapitel der Apokalypse. Wir stehen eigentlich unausgesprochen seit, ich weiß nicht, 10, 15, so vielleicht sogar 20 Vorträgen eigentlich immer im 19. Kapitel. Also das 19. Kapitel folgt aufs 18., klar, mathematisch klar. Was war im 18.? Das war der Sturz der Hure Babylon. Und das 19. Kapitel hebt dann damit an mit dem Jubelschrei einer Engelschar, die jubiliert darüber, wo aber immer Rudolf Steiner ganz deutlich darauf hinweist, das sind aber luziferische Engel. Also es sind nicht die regulären, die sich jetzt freuen, dass überhaupt irgendwer da abstürzt. Und der Absturz ist schon ein gewaltiger, weil es geht bei der Hure Babylon durchaus um menschliche Verfehlungen, aber schon um menschliche Verfehlungen der ärgeren Art. Weil, wenn man es also ganz streng nimmt, also geht es darum, dass es wirklich in den Bereich der schwarzen Magie hineingeht. Also das heißt einer bewussten Anwendung geistiger Kräfte zum Eigennutz. Damit fängt schwarze Magie an. Und natürlich sind da die Widersacher beteiligt, um uns das schmackhaft zu machen. Und was einem schmackhaft macht, ist dass man also sehr große Macht erlangen kann. Und das ist für manche Menschen sehr interessant, Macht zu haben. Also das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich der Christus getan hat, indem er letztlich dann auf Golgatha ans Kreuz geschlagen wurde. Und der ganze Weg, der konsequent dorthin geführt ist, ist eigentlich, sich jeder Macht zu begeben. Sich eigentlich in die Hände der Menschen zu begeben. Und
trotzdem er die göttliche Vollmacht hat. Und trotzdem also sie nicht zu missbrauchen, ja, um seiner Aufgabe und all den damit verbundenen Prüfungen auch und Schmerzen, die damit verbunden sind. Und die sind tief. Ich habe das, glaube ich, ja auch schon erzählt. Also gerade, was ja oft als Argument gegeben, ja gut, der Christus ist gekreuzigt worden, so viele sind gekreuzigt worden, was ist denn das so Besonderes? Habe ich öfter schon gehört, dass das jemand sagt. Ja, ist ja wahr. Ich meine, im Römischen Reich und auch in anderen Reichen war die Kreuzigung eine häufige Hinrichtungsmethode. Also ich weiß nicht, wie viele Zehntausende, Hunderttausende gestorben sind unter dem. Und es ist elendig, am Kreuz zu sterben. Ich meine, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber man kann sich es vorstellen. Also weil es einfach ein ganz langsamer Tod ist, der passiert und wo man ganz langsam immer mehr die Kräfte verliert. Sicher in der letzten Phase kommt man in der Regel in einen Schwebezustand hinein, der jenseits von Schmerz oder Lust ist. Ist ja im Übrigen bekannt, dass auch bei Folterungen oder so, dass dort, wo es in den höchsten Schmerz geht, dass das sehr schnell in eine Art Lust umschwenken kann. Also wo sich das verwischt irgendwo. Aber es ist jedenfalls dann ein Zustand des Außer-sich-Seins irgendwo, des Außer-sich-Kommens. Ja, nur der Punkt ist, dass eben gerade der Christus am Kreuz eben dieses Außer-sich-Kommen nicht hatte, sondern im Gegenteil. Je mehr es also auf die Todesminute oder Todessekunde zugeht, umso tiefer taucht er in die Leibeshülle ein. Also der normale Vorgang ist beim Sterben oder auch bei so einer Hinrichtung, dass langsam die Lockerung erfolgt. Also gerade eben bei sowas, wie es die Kreuzigung ist. Beim Christus ist genau das Gegenteil der Fall. Er taucht immer tiefer und tiefer ein in den physischen Leib, in den physisch-stofflichen Leib sogar, in dem Fall. Also in die Leibeshülle des salomonischen Jesus, in der er sich ja verkörpert in Wahrheit. Also mit der Jordan-Taufe hat ja eigentlich das begonnen, die eigentliche Inkarnation des Christus. Vorher war es der Jesus von Nazareth, das war der salomonische Jesus. Aber die Leibeshülle war die des nathanischen Jesus, muss man dazu sagen. Also es hat bis zur Jordan-Taufe der salomonische Jesus in dieser Leibeshülle als Ich drinnen gewirkt. Dann ist aber dieser salomonische Jesus, also das Ich des salomonischen Jesus, jetzt nur zur Erinnerung, übergewechselt in die Leibeshüllen des nathanischen Jesus. Der hatte das Besondere, dass diese Leibeshüllen nicht von den Nachwirkungen des Sündenfalls betroffen waren. Und dieser nathanische Jesus wurde zum allerersten Mal auf Erden inkarniert. Also das ist die Geburtsgeschichte, die uns im Lukas-Evangelium erzählt wird. Zum allerersten Mal. Und auch, das ist mein Nachsatz dazu, zum letzten Mal, zum einzigen Mal. Das ist also das Einzigartige, das ist es auch, was ihn so stark mit dem Christus verbindet, denn der Christus wird in menschlicher Gestalt auch nur einmal auf Erden geboren. Und er unterliegt nicht der Reinkarnation. Aber er wirkt jetzt in jedem Menschen, im Ich jedes Menschen drinnen. Also wenn man so will, ist er in der ganzen Menschheit präsent. Und trotzdem wird dadurch nicht, ganz im Gegenteil, die Freiheit des Menschen aufgehoben, sondern gerade dadurch erst ermöglicht, in ihrer höchsten Form letztlich.
weil der Christus eben nicht eingreift in unsere Freiheit, sondern im Gegenteil unsere Impulse aufnimmt und sie dort, wo wir es noch nicht selber können, mit seiner Kraft verstärkt sogar. Also insbesondere dort, wo es um die Lebenskräfte geht. Also, und die Lebenskräfte sind die eigentlichen Liebekräfte. Liebe ist mehr als ein Gefühl, ist mehr als eine Emotion, ist mehr als etwas seelisch-astralisches. Das gehört natürlich auch dazu, aber der eigentliche Kern der Liebe ist lebensspendend zu sein, eine lebensspendende Kraft zu sein. Dass das Ganze jetzt mit Emotionalität, mit Begierde auch oder auch schönen großen Gefühlen verbunden ist, das haben wir dem Luzifer zu verdanken. Ich sage bewusst auch zu verdanken. Ich meine, es hat seine Abirrungen, es gibt genug Abirrungen, aber ursprünglich ist Liebe lebensspendende Kraft. Eine größere Liebe gibt es gar nicht eigentlich, als von sich etwas zu verschenken, sodass es lebensspendende Kraft für die Mitwelt wird. Das ist das, was der Christus gibt, eigentlich. Und wo er uns jetzt, soweit wir das eben noch brauchen, und wir brauchen es noch sehr viel, hilft dabei, dass wir eben auch aus unserem Ich heraus diese Kraft, diese wirkliche Liebekraft verschenken können. Wir sind jetzt erst so weit, dass wir allmählich, und ihr wisst, wie weit der Weg ist, lernen, unser Seelisches, unser Astralisches so in den Griff zu kriegen, dass es wirklich Ausdruck unserer Individualität ist. Da sind wir noch nicht wahnsinnig weit. Da geht noch sehr viel mit, was eigentlich von anderen Kräften regiert wird. Also wo der Zorn mit uns durchgeht, die Emotion mit uns durchgeht, sonst irgendwas durchgeht, wo also eigentlich alle möglichen Wesenheiten sich unseres Astralischen bedienen und wir dann in Rage kommen. Das ist sicher nicht aus dem Ich heraus. In der Regel. Ich meine, es kann etwas äußerlich genauso ausschauen, als wären wir in Rage gekommen. Weil wenn man aus dem Ich bewusst heraus tätig ist, heißt es nicht, dass man immer in jeder Situation freundlich und strahlend ist. Es gibt Situationen, wo man ganz energisch reagieren muss. Und wo man nicht nur sanfte, friedliche Worte findet. Ich meine, so wie es der Christus ja auch, man denkt nur an die Geschichte im Tempel, wo er die Wechseltische umstößt und die eigentlich alle rausschmeißt dort. Also das ist eine ganz energische Handlung drinnen. Da ist er nicht sanftmütig und liebet euch, bitte geht hinaus und verlasset den Tempel. Ihr seht ja, dass das nicht der richtige Platz ist. Nein, er schmeißt sie raus. Beinhart. Also so wie man eben auch den Frieden halt nicht immer erreichen kann, indem man einfach alles laufen lässt. Und sagt, ja, ich will halt niemand in den Weg treten. Manchmal muss man wen in den Weg treten, weil halt Menschen auch von den Widersachern getrieben sind unter Umständen. Und dann muss man Stopp sagen. Da hilft das freundliche Auffordern dazu, doch den rechten Weg zu gehen, gar nicht, sondern da muss man sehr energisch werden. Und der Christus findet also durchaus auch kräftige und harte Worte manchmal. Das ist durchaus notwendig. Und es hindert das auch nicht, das ist auch ja deutlich hier in dem 19. Kapitel, der Christus oder überhaupt das Göttliche als solches würde nie so reagieren wie hier eben die luziferischen Engel. Also sie jubilieren, sie freuen sich darüber, dass endlich die Bösen gestürzt sind, dass sie verschlungen werden sozusagen geradezu vom Abgrund. Das ist eigentlich, wenn Menschen wirklich stürzen, tief stürzen vielleicht, dann ist es etwas, was die Gottheit, den Christus sicher nicht mit Freude erfüllt und auch die ihm zugeordneten Engelscharen nicht mit Freude erfüllt, sondern
mit Mitleid erfüllt, mit einer energischen Suche, wie kann man diesen Menschen helfen. Und noch ist ja Zeit, ihnen zu helfen. Also der Ansporn ist drinnen. Und das heißt, man muss auch in diesen Geschichten immer sehr genau lesen und sehr genau schauen, mit welchen geistigen Wesenheiten hat man es wirklich zu tun. Wenn das Wort Engel steht, ist noch nicht gesagt, von welcher Richtung er kommt. Es kann durchaus eine zum Beispiel luziferische Wesenheit sein. Oder es können arimanische Wesenheiten sein, die mitwirken drinnen. Und dass das auch da drinnen steht, ohne halt so deutlich genannt zu werden, wie wir es vielleicht heute nennen können, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen, weil wir haben eben nicht nur die positiven Wesenheiten oder die lichten Wesenheiten, sagen wir besser die lichten Wesenheiten, sondern wir haben halt auch die andere Seite. Wir haben gerade bei den lichten Wesenheiten kann man eben auch eine andere Variante davon, das sind die luziferischen, die sind durchaus sehr lichtvoll, aber das Licht ist halt sehr, sehr begrenzt. Und das Licht ist sehr darauf begrenzt, also Eigenlicht sein zu wollen. Also selber strahlen zu wollen, aber nicht zum Heil der anderen, sondern halt glänzen zu wollen. Und das ist das, was die luziferischen Engel halt tun und wo sie den Menschen auch hinbringen wollen, und das ist ihnen ziemlich gut gelungen. Also wo sind die Mehrzahl der Menschen, die nichts am Hut damit haben, glänzen zu wollen, der Beste, der Schönste, der Stärkste oder sonst was sein zu wollen, sondern wo es auf das gar nicht ankommt. Sondern wo es nur darauf ankommt, ich habe ein Ich, das bestimmte Fähigkeiten entwickelt hat, und ich stelle mir die Frage, wie setze ich sie ein? Wo kann ich sie einsetzen, und dann tue ich das. Egal, ob das irgendeinen Glanz erzeugt oder ob das völlig am Bewusstsein der Menschen vorbeigeht, das ist völlig egal. Das ist ganz, ganz egal. Warum auch gerade große Eingeweihte in der Regel unerkannt durch die Welt gehen. Und wenn sie sich zu erkennen geben, weil es halt ihre Aufgabe notwendig macht, dann ist das mit großen Opfern verbunden und mit großen Problemen auch insofern verbunden, als dann die Widersacher von allen Seiten heranstürzen. Weil es macht es also unheimlich schwer, dann sich also zur Wehr zu setzen gegen die Widersacher. Weil man wird eben einfach hineingerissen in diese Welt der Widersacher, in diesen luziferischen Glanz. Und gar nicht, dass er von einem selber ausgeht, aber es ist, wenn ein geistiger Lehrer da ist, naja, dann hat er auch irgendwelche Schüler, und unter denen findet man unter Garantie willige Opfer für die luziferischen und oder arimanischen Kräfte. Im Extremfall für beide gleichzeitig. Also das ist etwas, was wir, wenn wir uns mit dem Geistigen beschäftigen, gemeinsam beschäftigen, immer rechnen müssen, dass wir dadurch natürlich ein gewisser Magnet sind für diese Wesenheiten. Also es erleichtert es nicht. Ich meine, das hat man auch in der ganzen Geschichte der anthroposophischen Bewegung gesehen, das hat man in der Geschichte der theosophischen Bewegung gesehen. Es ist ein Magnet vor allem für die Widersacherkräfte. Und man muss eben verdammt aufpassen, dass eben die ganze Bewegung, die ganze Gesellschaft dann nicht korrumpiert wird dadurch. Das ist die große Gefahr. Also das muss uns eigentlich tagtäglich bewusst sein, dass wir da für die Widersacher so eine Art wie eine Leuchtfackel dastehen, und da fliegen sie wie die Motten zum Licht hin. Beide Richtungen. Also da wird es interessant. Dort, wo die Lasterhöhlen oder so sind,
das ist ein Kleingeld für die Widersacher. Das geht so im Vorbeigehen mit, aber das ist nicht besonders interessant, weil da ist nicht sehr viel zu holen. Zu holen ist dort was, wo wirklich geistig strebende Menschen sich versammeln. Und dort ist es halt dann so, dass aber wirklich die kleinsten Kleinigkeiten können schon ein Lockmittel für die Widersacher sein, die kleinsten Eitelkeiten und so weiter. Alles das ist unheimliches Gift. Und viel mehr Gift, als es halt bei Menschen der Fall ist, die jetzt keine besondere Beziehung zum Geistigen haben, die halt brave Menschen sind, aber an dem vorbeigehen. Die sind halt noch so weit entfernt davon, bewusst ans Geistige heranzukommen, dass sie für die Widersacher nur am Rande interessant sind. Also höchstens so als Fußvolk und so, dass sie es gar nicht mitkriegen. Aber wo wirklich ein geistiger Aufbruch da ist, stürzen sie sich darauf. Und das sieht man dann eben auch eben in diesem 19. Kapitel drinnen. Da ist eine gewaltige Steigerung. Also die gewaltige Steigerung findet dann dort statt, wo zwar dann schon also der Sturz des Tieres stattfindet und der Sturz des falschen Propheten. Also mit dem Tier sind da jetzt durchaus also die soratischen Kräfte gemeint. Also sie werden jetzt gestürzt heißt, sie scheiden aus der regulären Entwicklung aus. Sie wollen sie ja ohnehin nicht, muss man dazu sagen. Sie wollen ja eine andere Entwicklung. Aber sie werden jetzt zumindest für eine Zeit lang hinausgedrängt aus der Entwicklung, die jetzt durch die Menschen angestrebt wird, die aus dem Ich heraus tätig sind und die mit dem Christus verbunden sind. Also es beginnt hier eine deutliche Trennung und die hat ganz, ganz starke Folgen, kann die haben. Also diese Geschichte mit dem Tier und mit dem falschen Propheten, wir werden dann ein Stück davon auch lesen. Wir haben ja auch schon ein bisschen was davon besprochen, aber es ist schon eine längere Zeit her. Also darum versuche ich das jetzt ein bisschen so einmal wieder uns hinzuführen dort. Aber dort ist das Dramatische eben, dass wirklich jetzt Menschen so weit fallen, dass sie einen anderen Weg zunächst gehen. Und dass in dem, was menschlich vielleicht noch als Hülle erscheint auf der Erde, dass dort das Ich nicht mehr drinnen ist. Also das Thema ichlose Menschen, über das wir schon ein paar Mal so andeutungsweise gesprochen haben. Und die Gefahr wird immer größer heute. Das ist das Paradoxe, weil eigentlich das Ich immer stärker geworden ist und wir stehen in einer Zeit stärkster Ich-Entwicklung einerseits drinnen, andererseits ist die große Gefahr, dass das Ich gehindert wird daran, wirklich von den Leibeshüllen Besitz zu ergreifen, sie sich zu eigen zu machen. Also das heißt, es kann passieren, dass Leibeshüllen da sind, also physischer Leib, Ätherleib, Astralleib sogar, und dass drinnen kein menschliches Ich lebt. Bitte, da muss man jetzt ganz, ganz stark aufpassen, weil da könnte man ja jetzt sagen, aha, schaut aus wie ein Mensch, ist aber kein Mensch, also Widersacher, und den müsste man jetzt bekämpfen. Das sind die Menschen, um die man sich ganz besonders sorgen muss. Denn ihre ganzen Hüllen sind menschlich und es ist ein Ich irgendwo da, aber es ist nicht, es kann sich nicht inkarnieren. Und das heißt, es kann auch, daher gibt es keine Reinkarnation, zumindest für diese Leibeshülle, die da ist. Und weil das Ich nicht eingetaucht ist. Das heißt, da lebt jetzt eine Menschengestalt und die kann keine Erfahrungen mitnehmen in ein nächstes Leben. Das heißt, es ist eigentlich zu Unrecht
da. Es ist also vorenthalten worden, einem menschlichen Ich da wirklich einzutauchen. Und das ist eben einfach natürlich, aber auch problematisch für das Ich, das da drüben ist, weil es wollte sich ja inkarnieren. Und jetzt kann es sein, dass es überhaupt gar nicht herein kann, dann ist von Anfang an kein menschliches Ich drinnen. Kann aber jetzt, das ist auch das Interessante, es kann also ein sehr, wie soll ich sagen, warmherziges, sehr empfindungsvolles Astralisches drinnen sein. Also bitte sich nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie grundsätzlich böse Menschen sind oder Menschen, die halt irgendwie ungut auffallen im Äußeren. Das muss gar nicht der Fall sein, kann der Fall sein, aber muss nicht der Fall sein. In der Regel ist es das nicht. Es sind also in der Regel einmal grundsätzlich Menschen, die sehr empfindungsvoll sind, sehr mitfühlend sind. Sogar, wenn man es jetzt kritisch beleuchtet, dann sagen kann, vielleicht sogar zu sehr mitfühlend sind weil es fehlt das Ich im Inneren, das auch seine Grenze zieht. Also gerade diese ichlosen Menschen können sehr leicht, also geradezu zusammenfließen mit dem Schicksal anderer Menschen, die um sie herum sind, aber sie können ihnen keine Kraft deswegen geben. Weil sie haben nicht das Ich, sie können sich selbst nicht finden. Das ist das Problem. Weil ihr Ich drüber schwebt irgendwo, es ist nicht inkarniert. Es ist nicht inkarniert. Also bei den ichlosen Menschen heißt es nicht, dass es nicht ein Ich irgendwo gibt, aber es schafft es nicht, sich zu inkarnieren. Und es gibt also alle möglichen Übergangsstufen dazwischen. Es kann sein, dass es zeitweise herein kann, dann wieder hinausgeschleudert wird, sehr leicht hinausgeschleudert wird, sich wieder versucht zu inkarnieren. Also da gibt es alle möglichen Übergangsformen. Oder es gibt auch die, wo von Anfang an kein Ich inkarniert ist. Hängt mit vielem zusammen, hängt auch mit äußeren Gründen zusammen. Und das ist vielleicht auch interessant, das kennenzulernen und verstehen zu lernen, wenn unten eine Leibeshülle entsteht, das heißt durch Zeugung bewirkt wird, dass eine physische Leibeshülle entsteht und dass da eben auch ätherische Kräfte, also Lebenskräfte und astralische Kräfte da sind, so heißt das noch nicht unbedingt, dass ein Ich auch diese heranwachsende Leibeshülle beziehen muss, beziehen will. Es hat sich vielleicht eine andere gesucht oder kann auch nicht hinein. Es will sie vielleicht nicht beziehen, weil ja, aus verschiedensten Gründen, sagen wir es einmal vorsichtig so. Das sind natürlich alles wieder Dinge, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass da bei vielen Menschen die Alarmglocken läuten. Und also wir rühren jetzt an ein sehr heikles Thema damit. Aber aus der geistigen Perspektive muss man über solche Dinge offen sprechen können auch. Und weil wir eben auch drinnen stehen in der Zeit, ja, wo immer mehr die Notwendigkeit da sein wird, wirklich zu kämpfen um die Möglichkeit zur Inkarnation. In früheren Zeiten war das sehr leicht. Eigentlich wahnsinnig leicht, also dass sich das Ich inkarnieren konnte. Es wird schwieriger. Es wird schwieriger. Eben weil sehr viele Widersacherkräfte heute energisch arbeiten, energisch tätig sein. Und sie wollen, das ist ihnen allen gemeinsam, dass sie nicht das freie Ich des Menschen wollen. Selbst der Luzifer nicht, obwohl er uns gerade die Selbstständigkeit gegeben hat und vorbereitet hat, dass wir die Freiheit haben können. Aber so in dem Maße, wie
wie es der Mensch dann hat, dass sich nämlich der Mensch nämlich namentlich auch also vom Luzifer befreien könnte und nicht sagt, ja, du bist so weise, ich folge dir. Wo das Ich selbstbewusst sagt, ich folge dir jetzt nicht, weil wir haben ein anderes Ziel. Also diese Auseinandersetzungen werden stärker, immer stärker. Und es ist eben heute eben auch, dass dieser Inkarnationsvorgang und alles, was damit verbunden ist, dass uns das bewusster werden sollte. Sonst haben die Widersacher zu viel Spielraum einfach. Also darum geht es. Also darum, dass heute die Möglichkeit da ist, zum wirklichen Bewusstsein unseres Ichs zu kommen, liegt eben auch darin, dass aber jetzt eine ganz starke Notwendigkeit dazu da ist. Alles, was aus dem, wie soll ich sagen, Instinktiven noch kommt, also aus den unterbewussten Kräften, instinktiv jetzt im weitesten Sinn genommen, also auch wo geistige Impulse drinnen wirken, aber man halt nicht so genau weiß, welche sind es denn wirklich. Es treibt uns halt einfach irgendwo hin. Es naht die Zeit, wo es uns eigentlich nirgendwo mehr hintreiben darf, sondern wo ich sagen kann, ich will dorthin gehen. Und ich will dorthin gehen, weil ich damit eine Aufgabe verbinde, von der ich denke, dass ich sie lösen oder zumindest einen Beitrag zur Lösung bringen kann. Also dass das Leben so bewusst wird. Ja, wir stehen im Zeitalter der Bewusstseinsseele, noch immer im ersten Drittel und das ist Vorbereitung, aber es wird langsam Zeit, da einen Zahn zuzulegen, also mehr Tempo aufzunehmen. Und davon spricht uns sehr vieles im 19. Kapitel, das ist also geradezu das Herzstück dafür und es besteht eben namentlich dann auch in dem Thema, das ja hier ist, das Hochzeitsmahl des Lammes, also des Christus, von dem die Rede ist. Wir werden uns die Passagen ein bisschen vom Originaltext her anschauen auch. Wir sollten vorher noch einmal schauen, bevor wir zu dem gehen, dass wir uns anschauen, was vorher noch ist, die Szene vorher, da tauchen nämlich die 24 Ältesten wieder auf. Über die haben wir vor Ewigkeiten gesprochen, weil sie ja ziemlich am Anfang der Apokalypse auch erwähnt werden. Also dort ja, wo im Grunde der Johannes über seine große Aufgabe spricht. Also wir sind schon ziemlich am Anfang, ist es da im 4. Kapitel. Da ist die Rede vom Thron im Himmel. Ich gehe mal kurz, um das nämlich zu vergleichen, zurück einmal zum 4. Kapitel. Das hier in meinem Text, also in der Übersetzung von Emil Bock, auch überschrieben ist, der Thron im Himmel. Ich lese den einmal vor. Wir haben ihn schon sicher ein paar Mal gelesen, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Also es geht darum, sich das jetzt wieder ins Bewusstsein zu rufen und zu vergleichen, die Ähnlichkeit, aber auch den Unterschied zu dem, was im 19. Kapitel ist. Also, 4. Kapitel. Danach konnte ich schauen, siehe, eine offene Türe im Himmel. Und die erste Stimme, die wie der Schall einer Posaune an mein Ohr gedrungen war, sprach, steige empor. Ich will dir zeigen, was nach all dem Vorangegangenen in der Zukunft geschehen soll. Also jetzt ein Blick in die Zukunft. Und schon war ich ins Geistgebiet emporgehoben. Siehe, ein Thron stand im Himmel
und auf dem Throne saß eine Gestalt. Der Thronende glich in seinem Glanze einem Jaspis und einem Karneol, und um den Thron rundete sich ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Eigenartiges Bild. Im Kreise um den Thron standen 24 Throne und darauf saßen 24 Älteste, in weißen Gewändern mit goldenen Kronen auf den Häuptern. Aus dem Throne zuckten Blitze, Stimmen tönten, Donner rollten und 7 flammende Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die 7 göttlichen Schöpfergeister. Und vor dem Thron etwas wie ein gläsernes Meer, als wäre es aus Kristall gebildet. Bis daher mal. Das gläserne Meer, über das haben wir öfters gesprochen, das ist die Mineralwelt, aber es ist zugleich auch, eben weil die kristallbildenden Kräfte eine enge Verwandtschaft haben mit den Ich-Kräften. Die kommen von ganz oben sozusagen. Wie schaut das jetzt aus an der Stelle, wo wir jetzt sind, im 19. Kapitel, um einmal einen Vergleich zu machen? Also wir haben am Anfang diese luziferischen Engel, die sich darüber freuen, dass jetzt endlich also die Hure Babylon gefallen ist und alle Könige mitgefallen sind und so weiter. Und da tauchen jetzt wieder die 24 Ältesten auf. Da fielen die 24 Ältesten und die 4 Lebewesen nieder, also die Sphinxtiere sind das, also der Stier, der Löwe, der Adler und der Mensch, das Menschenantlitz, also die 4 Sphinxtiere. Also da fielen die 24 Ältesten und die 4 Lebewesen nieder und beteten das hohe Geistwesen an, das auf dem Throne saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und vom Throne her sprach eine Stimme, Lob preise den Gott, dem wir dienen, alle, die ihr ihm ergeben seid und euch in Ehrfurcht vor ihm beugt, kleine und große. Und dann geht es weiter. Und ich hörte eine Stimme wie von einer großen Schar und wie das Rauschen vieler Wasserströme und wie das Dröhnen gewaltiger Donner. Halleluja! König geworden ist der Herr, unser Gott, der Gebieter des Alls. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und seine Offenbarung preisen. Die Hochzeit des Lammes beginnt. Sein Weib hat sich bereitet, ihr wurde gegeben, sich mit einem Gewande vom leuchtenden reinen Byssus zu bekleiden. Das weiße Gewand ist das Wesen der gerechten Taten folgen derer, die dem Geist ergeben sind. Also es wird vorbereitet, die Hochzeit des Lammes. Naja, die Hochzeit des Lammes kann man sehr unterschiedlich lesen. Man kann es in Zusammenhang bringen, zum Beispiel mit der mystischen Hochzeit, also mit der Verbindung der Seele. Das Weibliche hier steht für die Seele vor allem, für die gereinigte Seele. Darum das weiße Gewand ist die reine Seele, die jetzt sich bereit macht, das Geistige, das wirklich höhere Geistige zu empfangen, sich damit zu verbinden. Weil genau um das geht es. Also wir haben heute unser Ego-Bewusstsein, das lebt aber im Astralischen. Und solange das nicht ganz gereinigt ist,
Zumindest in dem Moment, wo es sich mit dem Geistigen verbindet. Ich meine, wir brauchen nicht die Illusion haben, dass wir jetzt machen Schnipp und morgen oder in einem Jahr oder in 2 Jahren ist unser Astralisches so gereinigt und befreit von allen egoistischen Wünschen. Das wäre auch gar nicht wünschenswert, weil wir brauchen es noch eine ganz schöne Zeit. Wir werden es noch in einigen Inkarnationen auch brauchen, weil das Ego tatsächlich eine wichtige Aufgabe hat. Es geht nur darum, dass es sich nicht selbstständig macht und alleinbestimmend wird, sondern es hat eine dienende Rolle, nämlich dem Ich zu dienen. Und wie soll man sagen, zum Dank dazu wird es auf eine höhere Ebene gehoben, weil irgendwann ist das Seelische so weit, dass es Geist selbst geworden ist. Dann ist es ein völlig gereinigtes Astralisches, ein völlig gereinigtes Seelisches, das aber Ausdruck des Ich ist. Und aus dem heraus, und aber auch kräftig genug ist, ja, alles das zu tun, was heute nur das Ego kann. Also, wo das Ego mit den Menschen durchgeht, sind sie halt zu Sachen fähig, im Positiven wie im Negativen, die nämlich viel, viel stärker sind als das, was wir aus unserem Geistigen holen, nämlich aus unserem Verstand jetzt einmal holen. Da spielt ja durchaus was Geistiges herein, aber es ist ein Schatten, ein blasser Schatten. Und auch man kann sich auch mit geistigen Dingen so beschäftigen, dass man sie versteht. Das ist auch gut, man soll sie verstehen, aber deswegen haben sie noch keine weltumgestaltende Kraft. Da ist noch mehr dazu notwendig. Das heißt dann wirklich auch in schwierigen Situationen anzupacken und halt die Welt in dem Bereich, der einem zugänglich ist, so umzukrempeln, dass es halt in die richtige Richtung geht. Und da ist eine immense Kraft notwendig, wir unterschätzen das oft. Und es wird gerade unterschätzt, also in vielen esoterischen Zirkeln, die glauben, also Esoterik und Geistiges ist dort, wo ich friedlich sitze, meditiere und mich des Geistigen erfreue. Das ist schon gut, das zu tun, aber es ist zu wenig. Es heißt, jetzt, solange wir inkarniert sind, heißt es, packe an, da die Welt, wie auch immer. Und da sind Widerstände da und da sind gewaltige Widerstände da und die gilt es eben auch zu überwinden. Und dieser Verantwortung kann sich das, ja, es kann sich schon entziehen, aber dann verleugnet es sich selbst. Wobei nicht jede Aufgabe für jeden geeignet ist. Muss man dazu sagen. Ich meine, man muss auch sehen, das Ich ist noch nicht so weit, dass es alle Aufgaben lösen könnte. Es wäre eine Illusion. Also, sondern jeder Mensch hat vielleicht gewisse Bereiche, wo er wirklich tätig werden kann, wo er wirklich fruchtbar tätig werden kann. Also es geht schon wieder nicht darum, etwas vom Menschen zu fordern oder etwas von sich zu fordern, was man nicht erreichen kann. Es ist, ihr wisst, mein Bild ist dafür immer der eine Schritt über die Grenze. Es ist immer ein Schritt, das Unmögliche möglich zu machen, aber es ist so ein kleiner Schritt. Und dann kommt der nächste und dann wieder der nächste. Also es ist möglich. Es scheint nur dann unmöglich, wenn ich so meine Perspektive schon auf 10 Kilometer Entfernung richte, also wo aber noch viele Schritte zu tun sind. Und dann sage ich, ja, dieses hehre Ziel will ich erreichen, aber nach den nächsten paar Schritten merke ich, das schaffe ich noch nicht, weil ich eigentlich schon den ersten nicht wirklich bewältigt habe. Und die Zeit muss sein, also jeden dieser Schritte zu machen. Es ist immer ein Schritt, das Unmögliche möglich zu machen, aber der winzige Schritt, der ist es, der es ausmacht. Also nicht die Fernziele, die kann ich mir zur Orientierung nehmen, dass ich in die richtige Richtung laufe und nicht in die falsche Richtung gehe, aber es geht darum, diesen kleinen Schritt wirklich aus dem Ich heraus zu tun. Rein aus dem Ich heraus zu tun. Das ist das, was die Kraft für die Zukunft bringt. Und das ist das im Kern, was jetzt bei dieser mystischen Hochzeit oder bei der Hochzeit des Lammes passiert, dass da das Ich im seelisch-astralischen
diesen kleinen Schritt, diese kleine Veränderung, diese kleine Erneuerung macht, sozusagen im Kleinen das tut, was der Christus im Großen macht, ich mache alles neu. Im eigenen Seelischen. Das heißt, mein Seelisches wird um ein kleines bisschen mehr Ausdruck meines wirklichen Ichs. Damit arbeite ich am Geist selbst. Das heißt, ich schaffe ein Seelisches, das ich aus dem Nichts heraus schaffe. Das heißt, was völlig Neues. Und das sind die Kräfte, die die Welt braucht. Die Widersacher arbeiten alle daran, die Kräfte, die schon da sind, in ihrem Sinne zu missbrauchen oder uns dazu anzuleiten, sie zu missbrauchen. Und diese Kräfte werden dadurch verdorben. Das ist das Problem. Und das heißt, in Summe gesehen, wenn man jetzt die ganze Menschheit betrachtet, macht das schon ganz schön was aus, wenn das versäumt wird. Da haben also namentlich der Luzifer ein riesiges astralisches Reich, wo er schalten und walten kann, wie es ihn freut, im Grunde. Und dem müssen wir was abbringen einfach heute. Können wir auch. Aber es fängt eben mit den kleinen Schritten immer an. Die sind's. Aber schauen wir jetzt einmal, wer sind die 24 Ältesten? Wir haben schon früher mal gesprochen, aber es ist wahrscheinlich im Moment nicht so präsent. Wer sind diese 24 Ältesten? Das ist ein wichtiges Thema, vor allem auch für die Zukunft. Wir sind nämlich die 25. Wir sind die Jüngsten, wir sind die 25. Ja, da müssen wir wieder die Weltentwicklung im Großen anschauen. Im ganz Großen, also heikles, schwieriges Thema. Wir kennen das habe ich ja, erwähne ich ja fast immer, die 7 großen kosmischen Entwicklungsstufen vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond, dann endlich in der Mitte die Erdentwicklung. In der Mitte deshalb, weil wir genauso weit nach hinten schauen können, wie wir vorausahnen können, was passieren wird. Es geht also dann nach der Erde weiter mit dem neuen Jupiter, wie es Rudolf Steiner nennt, oder wie es in der Apokalypse angedeutet wird als das neue Jerusalem. Habe ich übrigens beim letzten Vortrag eine Frage nicht überlesen. Ist das dann wirklich so? Ist das genau dasselbe, das neue Jerusalem und dann der neue Jupiter? Ist das genau identisch? Sind es 2 Bezeichnungen für dasselbe oder gibt es Unterschiede? Wie ist das zu sehen? Und da kann ich nur mit einem entscheidenden Jein antworten, mit einem entschiedenen Jein. Ja und Nein. Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also was Johannes in der Apokalypse schildert, ist ein gewisser Vorblick auf den neuen Jupiter, aber es sind nicht alle Facetten drinnen, die dort eine Rolle spielen werden. Also das heißt, was er eigentlich schildert, ist, was während der weiteren Erdentwicklung noch passieren wird, um diesen neuen Jupiter, wie ihn Rudolf Steiner nennt, vorzubereiten, aufzubauen. Weil ihr müsst denken, die Entwicklung, wenn man sie aus dem Geistigen betrachtet, ist um einiges komplizierter, als wenn man die äußere Entwicklungsgeschichte betrachtet. Also wenn man jetzt annimmt, heute die Kosmologen, die Physiker, die Astronomen und so weiter, sprechen davon, dass halt irgendwann vor etwas mehr als 13 Milliarden Jahren unser Kosmos entstanden ist, und wie es mit dem weitergeht, das wissen sie nicht so genau. Da gibt es halt dann alle möglichen Theorien. Die einen sagen, ja, irgendwann wird er halt wieder zu Ende gehen, vielleicht entsteht dann ein neuer Kosmos. Andere sagen, er wird sich ewig ausdehnen. Ist alles sehr, sehr hypothetisch. Aber eines haben sie alle gemeinsam, sie sprechen nur vom physischen Zustand in Wahrheit.
wenn er auch sehr dünn ist. Also am Anfang von mir sei aus dem Nichts heraus, sei etwas entstanden und das habe sich halt dann immer mehr materialisiert. Anfangs ist es halt nur lichtartig, strahlungsartig, aber eigentlich denkt man das auch schon im Grunde materiell. Also man sagt halt Energie von mir aus dazu, aber Energie ist nach der Wissenschaft heute letztlich das Äquivalent zur Materie, es ist nur eine andere Erscheinungsform. Damit denken wir eigentlich nur den physischen Kosmos. Klar, die Physiker, die Astrophysiker können nur über das Physische sprechen. Das ist jetzt gar kein Vorwurf. Es ist sogar gut, wenn sie es machen und nicht vielleicht irgendwas hineinfantasieren, sondern halt knallhart bei den Fakten bleiben, die sich physisch mit physischen, physikalischen Mitteln konstatieren lassen. Aber das ist ein winziger Ausschnitt aus der Gesamtentwicklung unseres gegenwärtigen Erdenzustandes. Unseres Erdenkosmos gehört also der ganze Kosmos dazu. Das ist ein winziger Ausschnitt. Das ist ein winziger Ausschnitt. Und ja, vielleicht wagen wir es einmal ein bisschen uns vorzutasten, wie komplex eigentlich die Entwicklung ist. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt mit der äußeren Wissenschaft betrachten. Aber wenn wir es genauer sehen, ist der physische Zustand nur der dichteste und mittlere Zustand überhaupt der 7 Formzustände, die unser Erdenkosmos jetzt durchläuft. Unser Erdenkosmos, nicht die große 7. Jetzt geht es um eine ganz winzig kleine 7 im Grunde, aber das heißt einmal, unser Kosmos, zu dem unsere Erde dazugehört, die macht 7 Entwicklungsstufen zu. Das nur während der Erdentwicklung. Und ihr werdet sehen, das ist nicht einmal nur das Größte, da kommt noch mehr, auch noch für unseren Erdenzustand. 7 Formzustände. Es kommt nämlich alles aus dem höchsten formlosen Geistigen. Dort entsteht sozusagen der Geistkeim unseres ganzen Erdenkosmos. Das ist so, dass dort nur eigentlich die Schöpferkraft drinnen lebt, aber die schon aber als, wie soll ich sagen, kosmische Gedankenkraft lebt, die jetzt die folgende Entwicklung leiten wird. Ungeformt. Im alten Indien hat man das genannt, den Arupa-Zustand, den formlosen Zustand, in dem aber Formkraft drinnen ist. Braucht es nur lesen von Rudolf Steiner, die Theosophie zum Beispiel, diese grundlegende Schrift, dort werden diese Zustände sehr genau beschrieben. Also dass es geht von diesem formlosen Zustand, dann es ist geistige Welt, Rudolf Steiner nennt es mit den Theosophen gemeinsam auch das Devachan, und zwar das obere Devachan. Devas sind im Indischen die Götter im weitesten Sinn, also im Grund sind es Erzengel oder Urengel, in dem Bereich liegt es. Da sieht man also auch, von welchem Bereich wir reden. Wir reden nicht von noch höheren Hierarchien, sondern bis maximal in den Bereich der Urengel hinauf. Und von dem Bereich reden wir. Und da ist noch viel drüber. Also selbst über diesem Arupa-Zustand gibt es noch viel, viel Geistigeres. Von dem, naja, durch Geisteswissenschaft schon etwas zumindest ahnen kann, hineinblicken kann. Also auf jeden Fall unser physischer Zustand, in dem wir jetzt drinnen stehen, der hat begonnen mit einem geistigen Zustand in der Formlosigkeit, in dem aber der ganze Keim schon unserer Entwicklung drinnen liegt, soweit sie, naja, Ausdruck des Schöpferwillens ist,
soweit sie Konsequenz der vorangegangenen Entwicklungen ist, das steckt dort alles drinnen. Und das ist jetzt etwas, was herauskommt und sich verdichtet zu einem geformten Geistigen, könnte man sagen. Also, wenn wir es als Menschen mit etwas vergleichen, es ist wahnsinnig schwierig. Wir können ja am ehesten das Geistige halt mit unserem Denken vergleichen irgendwo. Aber da gibt es halt verschiedene Ebenen in diesem Denken. Also am wenigsten ist es das schon fix, fertig, logisch ausgearbeitete, schließende, konstruierende Denken. Wisst ihr, was dem entspricht? Dem entspricht der beinhart physische Formzustand. Das, was wir äußerlich haben. Da sind die Weltgedanken, die schöpferischen Gedanken abgestorben. Das heißt, Materie, Stoff, den wir ergreifen können, selbst das, was wir als Energie bezeichnen, das ist nämlich genauso abgestorben. Ist genauso abgestorben. Es ist noch beweglicher heute als der Stoff, aber in Wahrheit ist es auch etwas abgestorben. Würde alles entsprechen dem physischen Formzustand. Selbst das Licht, so wie wir es kennen, als sinnliches Licht, ist auch abgestorben. Das geistige Licht ist was anderes, noch was viel Höheres. Es blickt etwas durch. Also ich will das Licht nicht schlecht machen, wir brauchen es auch. Aber es ist im Grunde auch eine Form des physischen, halt nicht ganz stofflich gewordenen. Ihr wisst, wir haben ja öfters schon davon gesprochen, dass das physisch und stofflich noch nicht ganz dasselbe ist. Stofflich wird es erst durch die Einwirkung der Widersacherkräfte, namentlich der arimanischen Wesenheiten, also die von unten kommen. Die zerbrechen die ursprüngliche reine geistige Form, so den Ausdruck gebraucht Steiner öfters, dass also Stoff zerbrochene geistige Form ist. Also da ist etwas im Geistigen zerstört worden, jedenfalls in Unordnung gebracht worden. Das ist mit Zerbrechen gemeint. Das ist ein Bild. Es ist ein Bild, das Steiner gebraucht. Also das Stoffliche entsteht dadurch, dass eine geistige Form zerbricht. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre zum Beispiel, dann wäre unsere Sonne, unser ganzes Sonnensystem unsichtbar. Wäre nur für die übersinnliche Wahrnehmung da. Übrigens eine interessante Konsequenz oder eine Frage, die sich auftut. Wir schauen da hinaus am Abendhimmel, sehen so und so viele Sterne da draußen, und wenn wir dann Teleskope nehmen, immer größere Teleskope nehmen, werden es immer mehr. Ihr wisst, man schätzt heute so auf etwa 100 Trilliarden Sterne, dass es gibt in unserem Kosmos, in unserem sichtbaren Kosmos, also das heißt den wir grundsätzlich der Möglichkeit nach mit äußeren Mitteln erforschen können. Und dazwischen gibt es viel, viel mehr noch, die nicht sinnlich sichtbar sind. Also auch wenn unser Kosmos in die sinnliche Sichtbarkeit gefallen ist und damit auch ins Stoffliche gefallen ist und damit auch in die sinnliche Sichtbarkeit gekommen ist, das hängt mit dem Luzifer zusammen, sinnliche Sichtbarkeit hängt mit dem Luzifer zusammen, dass es dann wirklich materiell wird, dazu braucht er nur den Ahriman dazu. An der Materie wird das Licht sichtbar, in Wahrheit. Sonst reines Licht sieht man nicht. Es wird erst an der Materie sichtbar. Also das heißt, alles, von dem wir sagen, da sehe ich Licht, das glänzt, ist ein Glanz, der an der Materie entsteht. Entweder, dass sie selber strahlend leuchtend ist, glühend sozusagen ist, oder dass sie Licht zurückwirft. Aber das eigentliche Licht, das wirkliche Licht ist nicht sichtbar.
ist nicht sichtbar. Also dass es erst sichtbar wird, da ist schon die Wirkung der Widersacherkräfte drin, also zerbrochene Form. Da muss was zerbrechen. Dann wird es das. Ja, aber gehen wir die Formzustände durch. Also wir haben den Arupa-Zustand, die noch nicht fixierte Form, die formlose Form, wenn man so will. Also da ist nur die geistige Kraft drinnen, eine Gesetzmäßigkeit drinnen, Formen hervorzubringen, die einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgen, sagen wir es einmal vorsichtig so. Im Rupa-Zustand ist es schon so weit ausgearbeitet, dass es wirklich jetzt wie ein klar gefasster Gedanke ist. Ich vergleiche es jetzt mit menschlichen wieder, weiß ich nicht, wie einen bestimmten Apparat oder irgendwas zusammenbauen soll. Da ist es schon ein fertiger Gedanke. Zuerst habe ich eine Idee, die ist noch sehr, sehr vage, sehr, sehr offen, lässt noch viele Möglichkeiten offen. In der nächsten Stufe konkretisiert sich's. Das ist das, was man in der Theosophie oder bei den Indern auch bezeichnet hat als den Rupa-Zustand, den geformten Zustand. Also zuerst ein Gedankenkeim, aus dem noch alles Mögliche werden kann. Im nächsten Schritt, im geformten Zustand, im Rupa-Zustand, konkretisiert sich das Ganze, aber wird damit auch beraubt dieser ganzen Fülle an Möglichkeiten. Es wird schon ganz, ganz stark eingeengt. Also es ist so, wie wenn ich im menschlichen Bereich jetzt von einer Bauidee, zum Beispiel wie ein Haus bauen, habe ungefähr eine Idee, aber jetzt konkretisiere ich es, jetzt zeichne ich meinen Plan. Also so das wäre der Schritt vom Arupa-Zustand, vom ungeformten Zustand zum geformten Zustand. Das ist ein geformter, fertig ausgeformter Gedanke mit allem Drum und Dran, was ich dazu brauche. Ja, von dem allen würde man aber jetzt äußerlich immer noch nichts sehen. Man würde nicht einmal noch etwas merken in der Seelenwelt. Man könnte das geistig erfassen, aber in der Seelenwelt wäre noch nichts spürbar davon. Das heißt, dieses Ganze muss weiter heruntersteigen in die Seelenwelt, in den Bereich der Seelenwelt. Jetzt fängt sich das dort an auszuwirken, es entsteht ein seelisches Gebilde, könnte man sagen. Das ist natürlich kein räumliches Gebilde, es ist eine ganz bestimmte Seelenqualität. Seht ihr, da war vorher der formlose Gedanke, nennen wir es einmal so, dann der geformte Gedanke und aus dem wird in der nächsten Stufe eine ganz bestimmte Seelenkraft, nennen wir es einmal so, eine seelische Erscheinung, ein Seelenwesen, das entsteht. Noch immer keine Rede davon, dass irgendwas davon äußerlich sinnlich da sein könnte. Es ist also wie wenn ein hoher schöpferischer Gedanke da ist, aber noch ganz ungeformt, bereit, weiß ich nicht, wie viele Sachen hervorzubringen, dann formt er sich, es wird ein ganz klarer, aber auch in gewisser Weise ärmerer Gedanke und dann steigt es ins Seelische herunter. Jetzt wird seelisches Erlebnis das Ganze. Das passiert im großen Weltenwerden. Das passiert bei unserer Erdentwicklung. Und erst, wenn dieser seelische Zustand da ist, wenn der jetzt ergriffen wird, also einerseits von den luziferischen Kräften, andererseits von den arimanischen Kräften, dann geht es in das Stoffliche hinein, was wir jetzt kennen. Wären die luziferischen und die arimanischen Wesen nicht da, würde es ein rein übersinnlich physisches werden. Also, formloser Zustand, Arupa-Zustand, formloses Geistiges, geformter Zustand, Rupa,
Rupa heißt im Grunde nur Form, nichts anderes. So, dann geht es ins Seelische, ins Astralische über. Das heißt, jetzt entsteht ein Gebilde. Im astralischen Gebilde darf man sich natürlich überhaupt nicht räumlich vorstellen, weil wie räumlich ist ein Gefühl, zum Beispiel. Nur, dass man es mit irgendwas vergleichen kann. Ich sage, ich habe ein großes Gefühl erlebt, aber das ist nicht räumlich groß, es ist seine Intensität, die drinnen ist. Also das ist es nicht, aber dann kommt es in ein, wenn man so will, räumliches in gewisser Weise hinein, in eine physische Form, die aber idealerweise völlig übersinnlich ist, die ich auch nicht sehen kann. Sinnlich wird es eben erst dadurch, dass da die Form zerbrochen wird eigentlich, dass sie zerstört wird, zum Teil zumindest. Also die Form, die von oben aus dem Formlosen vorbereitet wurde, die jetzt endlich bis zu dieser wunderbaren geistigen Form, zu diesem Formgebilde geworden ist, die wir durchaus als übersinnlich physisch bezeichnen müssen. Das ist das vollkommen Durchgeformte. Aber wäre noch komplett übersinnlich, wenn es jetzt nicht also durch die Wirkung der Widersacher, namentlich der arimanischen Widersacher, zerbrochen würde. Und in der Phase stehen wir jetzt mit unserer Erdentwicklung drinnen. Wir stehen als zerbrochene Form in einer zerbrochenen materiellen Welt drinnen, die deswegen materiell ist, weil eine ursprünglich ganz geistige Form, zuerst noch ganz beweglich, dann schon ausgeformt, dann seelisch mit seelischer Kraft erfüllt und dann sollte sie eine übersinnlich physische Form werden, aber die ist zerbrochen worden. Dort stehen wir jetzt. Also diese Phasen alle hat unser Erdenkosmos durchgemacht. Das greift also weit über das hinaus, was uns die Astronomen schildern können oder die Naturforscher schildern können. Weil die können nur das erfassen, was zerbrochene Form geworden ist. Also materiell im weitesten Sinne geworden ist. Das können sie erfassen. Das müssen wir ihnen überhaupt nicht angreifen. Es ist gut, dass sie es machen und dass sie wenigstens dieses kleine Zipfel genau erforschen und irgendwann einmal so weit kommen werden, dass sie die Wirkung der Widersacher drinnen erkennen werden und sie werden auch das Urbild erkennen lernen, aus dem das gekommen ist, weil es kommt ja eigentlich von der höchsten Schöpfungsquelle und es wurde eingeformt, die Welt, oder die Welt wurde geformt durch das göttliche Wort, durch den Christus. Der steckt nämlich dahinter. Und deshalb sagt Rudolf Steiner, in der Zukunft werden die Wissenschaftler erkennen, wie der Christus die Materie geformt hat, das Physische besser gesagt geformt hat. Und wie dann halt eben auch die Widersacher hineingewirkt haben, dass diese Form zum Teil zumindest zerbrochen ist. Und weshalb wir dann eben, um unsere Aufgabe wirklich erfüllen zu können, notwendig brauchen, dass diese zerbrochene Form, die eben halt auch im geistigen Bereich beschädigt ist, das ist eben das Problem. Also dadurch, dass sie zerbrochen ist, erscheint sie jetzt einmal materiell, aber wir können dadurch zu wenig von der geistigen Form mitnehmen, weil, ja, wo mündet diese Form und was ist daher auch das Ziel, gerade besonders der Erdentwicklung? Das ist ja dieser Zusammenhang zwischen Ich und Kristallwelt. Und Ich und mineralische Welt. Auch mineralische Welt heißt nicht notwendig, dass es eine stoffliche Welt ist. Also ursprünglich alles nicht. Ursprünglich wäre das alles übersinnlich gewesen.
das Ziel der Entwicklung ist, dass die Ich-Kraft des Menschen, also der Ich-Funke, dass der gezündet wird, so dass jeder Mensch eigentlich sich seinen Kristall sozusagen, seinen übersinnlichen Kristall baut. Und das ist ja letztlich das große Ziel, dass der Mensch das schafft, bis zum Ende aller 7 großen kosmischen Stufen, die halt vom alten Saturn bis zum Vulkan gehen. Dort sollte man das haben. Und es hätte aber die ganze Zeit eigentlich schon sein können, wenn nicht die Widersacher hineingewirkt hätten. Widersacher der verschiedensten Stufen heute hineingewirkt haben. Also damit sehen wir mal, wie schaut es auf der Erde aus. Nur die 7 Zustände, die vom Formlosen übers Geformte, übers Seelisch-Astralische gehen bis zum Physischen hinunter. Und dann ins eigentlich, die Abweichung ist schon, dass es vom Physischen zum Physisch-Stofflichen wird. Ich meine, dass das einen Sinn in der Entwicklung macht, ist ein anderes Kapitel, weil wir hätten ohne der Wirkung der Widersacher und ohne der Möglichkeit zur Verstofflichung auch, hätte man die Freiheit nicht entwickeln können. Das ist das eine. Nur die andere Gefahr ist, dass eben unser wirkliches Physisches beschädigt wird. Dieses übersinnlich-physische. Das ist das, was Rudolf Steiner nennt den Phantomleib auch. Das ist das, also was unsere ganz individuelle physische Gestalt ausmacht, die aber korrespondiert mit unserem ganz individuellen Ich, die Ausdruck dieses Ichs ist und die unserem wirklichen Ich die Möglichkeit gibt, sich an diesem Physischen bewusst zu werden, am Physischen jetzt, nicht am Stofflichen. Weil so jetzt, wo wir jetzt stehen, brauchen wir im Moment einmal, zumindest während des Erdenlebens, noch ziemlich deutlich dieses ganze stoffliche Werkzeug auch. Also nicht nur das Physische, sondern auch, dass es verstofflicht ist. Also gerade, man könnte so sagen, ja, wenn man sich in einen Spiegel schauen will, wenn ich jetzt da zum Beispiel beim Fenster schaue, sehe ich mein Gesicht nicht drinnen. Ich sehe die durchs Glas durch. Wann sehe ich mich selbst? Wenn es hinten schwarz wird. Also wenn die Nacht kommt dann und ich drehe da herinnen jetzt das Licht auf, dann sehe ich nicht, was draußen passiert, sondern dann sehe ich mich selber. Und dieser schwarze Belag, das sind eigentlich die arimanischen Kräfte. Bei der Materie ist das genau der schwarze Belag. Und dadurch sehen wir uns selbst aber nur im Spiegelbild. Wir sehen nicht wirklich uns selbst, sondern wir sehen nur unser Spiegelbild. Unser geistig Wirkliches erleben wir nicht. Das ist genau das Problem, das wir jetzt haben und wo es notwendig ist, sich dessen bewusst zu sehen. Dort, wo wir immer tagtäglich von unserem Ich reden, sehen wir nicht unser wirkliches Ich, sondern nur das Spiegelbild. Das Spiegelbild, das gerade dadurch sichtbar wird, dass eben die geistige Form zerbrochen ist, materiell geworden ist, dass das Physische zerbrochen ist und materiell geworden ist. In dem Fall ist das unser Hirnkastel oben namentlich, das dabei eine Rolle spielt. Das ist ein wesentlicher Teil dieses Spiegels, durch das wir uns selber heute wahrnehmen oder gewahr werden und das halt Ich nennen, aber es ist nur das Abziehbild davon. Unser wirkliches Ich ist überall da draußen oder es ist auch da drinnen, der Punkt da drinnen, wie auch immer, aber es hat nichts zu tun mit unserem Gehirn und was das Gehirn spiegelt. Nur wir haben heute unser Selbstbewusstsein nur durch diese Spiegelung oder praktisch nur, außer wir sind geistig schon so stark geworden, dass wir gelernt haben, zumindest mit der Hilfe des Christus, und darum ist wirkliches Ich-Bewusstsein wäre ohne das Erdenleben des Christus nicht möglich geworden, weil der Christus eben dadurch schon bewirkt hat, dass wir
langsam kommen zu einer Wiederherstellung des übersinnlich physischen Leibes, der eigentlich stark zerstört wurde durch die arimanischen Kräfte. Also die Auferstehung der Toten, wie man es nennt, die ja wirklich auf die physische Auferstehung zielt. Aber physisch heißt nicht stofflich. Heißt auch nicht, dass das dann so ausschaut, jetzt wie wir, nur ohne Stoff, sondern die Gestalt, die stoffliche Gestalt, die wir haben, ist halt wesentlich mitbedingt durch die Wirkung der Widersacher, durch die Wirkung der arimanischen Kräfte, auch der luziferischen, die alle mitgearbeitet haben und die geistig übersinnlich physische Gestalt, naja, ich will nicht sagen zu zerstören, so weit ist es noch nicht, aber sie sehr stark zu beschädigen. Und was hat diese Beschädigung zur Folge? Sie hat zur Folge, dass wir dann, wenn wir, also im Extremfall hätte es zur Folge, dass dann, wenn wir durch den Tod gehen, wenn endlich halt jetzt das physisch-stoffliche abfällt, aber dann auch unser Selbstbewusstsein weg ist. Weil wir uns nicht mehr am Stofflichen spiegeln können und am übersinnlich physischen, aber auch nicht, jedenfalls in der Reinheit erleben können, weil das eben stark korrumpiert ist, zerstört ist bis zu einem gewissen Grad durch die Widersacher, namentlich durch die arimanischen Einflüsse. Das ist ja der Grund, warum überhaupt die Auferstehung, von der da gesprochen wird, notwendig ist. Man kann sich ja fragen, wozu diese Auferstehung? Wozu eigentlich? Ich meine, die Griechen fangen an, irgendwas zu ahnen, weil sie spüren, diese Gestalt des Menschen, die hat eine Bedeutung. Sie sehen zwar nur auch sehr bald schon nur mehr die stoffliche Gestalt, aber die ersten Künstler, oder die geschaffen haben, also in der klassischen Zeit, haben erlebt eigentlich nicht, haben ja auch nicht gearbeitet nach einem Modell. Würde man falsch denken, wenn man denkt, die großen Plastiken, die großen Statuen, die damals geschaffen wurden, dass die so geschaffen wurden, wie man es heute tut. Also man sagt, na, wie schaut denn der sinnlich aus? Der hat in sich die Gestalt erlebt. Und nach dem hat er es gestaltet, nach dem Idealbild, das drinnen ist. Eben nach dem, was halt noch übrig war von dem wirklich übersinnlich physischen Leib und von dem Ätherleib, der sie aufbaut. Das haben sie gespürt. Das haben die Künstler damals gespürt und danach haben sie die Gestalten gemacht. Sie haben es nicht äußerlich abgemalt einfach oder abgezeichnet. Also wäre ein völlig falsches Bild, wenn man jetzt sagt, aha, wie haben denn die das gelernt? Die sind jetzt gesessen und haben noch ein Modell das abgemalt. Überhaupt nicht. Sondern aus innerem Erlebnis, weil sie ihren eigenen physischen Leib, den übersinnlich physischen Leib und ihren eigenen Ätherleib erlebt haben. Und aus dem Erlebnis heraus das nachgeschaffen haben. Und daher immer das Idealbild zunächst einmal gemalt haben. Weil das in ihnen noch sehr stark lebendig war. Nur das ist wird halt immer mehr zerstört und darum zur Zeitenwende, als dann der Christus wirklich zunächst einmal vorbereitend der Jesus geboren wurde und dann mit der Jordantaufe sich der Christus damit verbunden hatte, da war es wirklich schon in einer kritischen Phase für den physischen Leib, dass zu viel, nämlich dieser übersinnlich physische Leib, dass zu viel von dem zerbrochen wurde, zerstört wurde im Grunde. Und was hätte das für Wirkung fürs Bewusstsein nach dem Tod gehabt? Dass nämlich das Bewusstsein immer unklarer geworden wäre. Weil wenn wir drüben sind, erleben wir unser Bewusstsein gerade dadurch, dass wir dieses Unzerstörte, Physische haben, an dem wir uns erleben.
Das ist das, was das Bewusstsein sozusagen drüben ausmacht. Nur dadurch können wir diese ganz besondere Form des Selbstbewusstseins entwickeln, das der Mensch hat, das aber in dieser Art zum Beispiel die Engelwesenheiten, die über uns stehen, so nicht haben. Dass wir uns nämlich auch drüben, also das heißt, wenn wir in die Seelenwelt zunächst hineingehen, dann in die Geisteswelt hineingehen, dass wir dort immer entwickeln können ein eigenes Innenleben, in dem wir uns in Abgeschiedenheit erleben können. Das haben die Engel zum Beispiel nicht. Davon haben wir gesprochen. Wenn der Engel sich sozusagen in sein Inneres zurückzieht, kommt Geisterfüllung von oben und er weiß von sich nichts in dem Moment, sondern nur von der geistigen Welt. Aber er weiß nicht, ich weiß es. Wer sein Ich nicht erlebt, gerade in dem Moment nicht erlebt. Das ist so, wie wir es nicht erleben, wenn wir im Schlaf sind. Jedenfalls nicht bewusst. Wir können uns in diese Innenwelt aber zurückziehen. Und wenn wir das nach dem Tod nicht mehr können, dann verlieren wir uns in der Welt dort. Zumindest unser Bewusstsein. Dann können wir nicht wirklich wach schon durch die Seelenwelt nicht wirklich wach durchgehen und höher hinauf schon gar nicht. Also das ist etwas, was wir mitnehmen müssen. Und darum ist die Auferstehung, eben die im Christentum so eine große Rolle spielt, das Wichtige. Da geht es nicht um das naive Bild, aha, naja, dann werden wir halt auch irgendwie so, wie wir jetzt sind, herumlaufen, nur dann werden wir nicht mehr sterben müssen. Und wir werden halt in einer Paradieseswelt leben, aber wir werden so herumlaufen, wie wir jetzt herumlaufen. Nein, wir werden in einem ganz anderen Zustand sein, aber wir werden also die Art des Selbstbewusstseins haben, des freien Selbstbewusstseins, das eben einzigartig ist und das nur in dieser Art nur der Mensch hat, was die Engel nicht in dieser Art haben. Die haben schon ein Selbstbewusstsein auch, aber nur an der Welt draußen, indem sie tätig in die Welt eingreifen. Aber nicht also dieses sich in sich zurückziehen können, das haben sie nicht. Und dazu braucht es also diese Auferstehung. Das ist das Wichtige. Das ist die Basis für den menschlichen Geist des Menschen. Im Geist des Menschen ist der völlig vergeistigte physische Leib, der aber dann ganz individualisiert ist. Ganz individualisiert ist. Das werden wir erst ganz am Ende haben. Aber jetzt muss die Entwicklung dazu anfangen, dass sie dorthin geht. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Also wenn ich sage, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, um was geht es jetzt eigentlich, dann würde mich das nicht überraschen, weil es wirklich ein sehr schwieriges Thema ist. Und das Ganze jetzt nur als Erklärung dafür, also eine ausführlichere Erklärung, als ich sie vor, weiß ich nicht, 100 oder mehr als 100 Vorträgen schon gegeben habe für den Anfang der Apokalypse, um das jetzt zu vertiefen, was da dahinter steckt. Sonst verstehen wir das nicht. Die 24 Ältesten, wenn wir jetzt also zu dem Thema gekommen sind nämlich alle die Wesenheiten, die uns vorangegangen sind. Die auch ein Ich entwickelt haben, aber eben nicht ein Ich entwickelt haben wie der Mensch. Also das heißt, es waren zum Beispiel auf dem alten Mond waren das die heutigen Engel, die dort ihre Ich-Entwicklung durchgemacht haben. Auf der alten Sonne waren es die heutigen Erzengel, auf dem alten Saturn waren es die heutigen Urengel. Aber es ist eben noch viel differenzierter, weil wir sehen, die Weltentwicklung geht jetzt einmal, wenn wir jetzt die Erdentwicklung hernehmen,
durch diese 7 Formstufen durch, also vom Ungeformten übers Geformte, übers Seelische, dann ins Physische, und das ist halt bei der Erdentwicklung ins Stoffliche zerbrochen noch. So, aber wenn das jetzt diese unterste Stufe hat, bis es physisch geworden ist, das ist eigentlich immer die tiefste Stufe, wo, wie soll ich sagen, sich die Schöpfung ganz manifestiert. Da ist sie ganz das geworden, was sie eigentlich werden sollte. Da ist sie ganz herausgetreten, aber nicht als äußere Erscheinung, wenn nicht die Widersacher wären. Die zwingen sie ins Materielle. Also das heißt, und so war es in früheren Zeiten auch da gab es auch also dieses äußere Materielle, diese zerbrochene Form nicht. Das gibt es in dieser Art, wie es jetzt gibt es während der Erdentwicklung. Schon wenn wir zurückgehen, nur zum alten Mond, das ist die Entwicklungsstufe vor unserer Erdentwicklung. Es gab da schon dort einen Ansatz von Stofflichem auch, also nicht nur Physischem, sondern auf Stofflichem. Es hat etwas begonnen bereits dort zu zerbrechen, aber es war noch nicht vergleichbar mit dem, wie es heute ist. Das heißt, der Kosmos, diese kosmische Entwicklungsstufe, die Rudolf Steiner eben nennt, den alten Mond, der unserer Erde vorangegangen ist, den darf man sich in keinster Weise so vorstellen wie jetzt, nur halt ein bisschen anders geformt, ein bisschen weicher. Oder Steiner sagt ja, nein, es gab das feste Element nicht dort. Ja, aber es gab überhaupt das Stoffliche, war eben noch nicht so verhärtet, wie es jetzt ist. Es war schon zum Teil zerbrochen, dadurch konnte es zumindest in einen flüssigen Zustand übergehen. Aber auch der war ganz anders noch, als was heute flüssig ist. Also was man dort als Wasser bezeichnen könnte, weil im Okkulten halt alles Flüssige als Wasser bezeichnet wird, kann man nicht vergleichen mit unserem heutigen Wasser. Da ist unser heutiges Wasser grob dagegen. Es ist eigentlich was komplett Zerstörtes fast im Vergleich zu dem, wie alles fließend Wässerige auf dem alten Mond war. Also man darf sich nicht vorstellen, wir hätten vielleicht dort schwimmen können in dem Wässerigen des alten Mondes. Also jedenfalls nicht in der Gestalt, wie wir sie heute haben. Nicht einmal annähernd. Also das heißt, man muss sich diese Welten noch ganz anders vorstellen. Aber dort sind uns Wesen vorangegangen, die damals bereits auf dem alten Mond ihr Ich erworben haben. Die sozusagen aber unter ganz anderen Bedingungen ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, weil Menschheitsstufe, als das bezeichnet Rudolf Steiner eigentlich immer den Moment, wo eine Wesenheit, die bereits vorbereitet ist, da gibt es eben schon vielleicht was Physisches, was Ätherisches, was Astralisches, aber jetzt kommt das Ich. Dann wird es nämlich erst eine eigenständige geistige Wesenheit. Ob sie die Freiheit hat oder nicht, spielt dabei zunächst einmal keine Rolle, aber dann ist sie trotzdem einmal eine eigene geistige Wesenheit. Das Besondere beim Menschen ist, dass wir jetzt noch die Freiheit dazu bekommen haben. Die Möglichkeit zur Freiheit. Dem, was bei den Engeln, die uns vorangegangen sind, die haben nämlich auf dem alten Mond ihre Menschheitsstufe sozusagen durchgemacht. Das heißt, sie haben dort ihr Ich bekommen. Aber es unterscheidet sich vom menschlichen Ich dadurch, dass es eben die Freiheit nicht hat, dass nur für so ein kleiner Ansatz da ist bei den Wesenheiten, die am alten Mond halt eigentlich schon begonnen haben, sich gegen die reguläre Entwicklung aufzulehnen, die jetzt die luziferischen Wesenheiten geworden sind, die luziferischen Engel geworden sind. Die haben am ehesten noch so einen gewissen Anflug von Freiheit.
drinnen. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Aber auf was ich hinaus will, also es gab also jedenfalls schon auf dem alten Mond Wesenheiten, die halt ihre Ich-Stufe durchgemacht haben, ihre Menschheitsstufe. Und sie haben es aber jetzt durchgemacht durch 7 Zustände hindurch. Weil auch dort auf dem alten Mond gab es da so den Weg vom A-Rupa-Zustand, vom Ungeformten zum geformten Geistigen, zum seelisch-astralischen und dann zum Physischen. Und wieder zurück. Weil wenn es am tiefsten unten ist, dann steigt es wieder auf, dann verliert sich das Physische, dann hört das Astralische, zieht sich zurück, zieht sich zurück ins geformte Geistige, ins Ungeformte und dann kommt es in die höchsten Regionen. Das heißt, wenn wir jetzt aus der Perspektive des Menschen schauen, sind uns also geistige Wesenheiten schon vorangegangen. Und sie sind uns so vorangegangen, dass machen wir es vorsichtiger so. Also wir stehen heute jetzt, wo wir unser Ich bekommen haben, wo wir wirklich die Erde betreten haben, stehen wir jetzt im physischen Formzustand drinnen. Jetzt auf unserer Erde. Sogar im physisch-stofflichen Formzustand. Es sind uns aber, welche Stufen waren vorher noch? Der astralische, der geformte Geistige und der ungeformte Geistige. 3 Zustände, die noch jetzt während der Erdentwicklung unserem Zustand vorangehen. Auf allen diesen Stufen haben Wesenheiten ihr Ich bekommen. Auf allen diesen Stufen haben Wesenheiten ihr Ich bekommen, sind also zu eigenständigen geistigen Wesenheiten geworden, aber nicht der Freiheit noch teilhaftig, auch während unserer Erdentwicklung nicht. Also 3 Stufen sind jetzt während unserer Erdentwicklung vorangegangen. Wie schaut es aus auf den kosmischen Zuständen, die uns vorangegangen sind? Also alter Mond, alte Sonne, alter Saturn. Da geht es durch 7. Jeder dieser Entwicklungszustände geht durch 7 Formzustände durch. Es geht also vom ungeformten Geistigen ins geformte Geistige, ins Astralische, ins Physische. Das ist der 4. Zustand und dann steigt es wieder auf. Es geht wieder zurück ins seelisch-astralische, dann ins geformte und dann ins ungeformte Geistige. Es sind 7. Das heißt, nur hier bei der Erde ist es so, wir stehen halt erst im 4. Zustand, weiter sind wir noch nicht. Also im physischen Formzustand. Aber davor sind also die 3 anderen noch, während unserer Erdentwicklung. Am alten Mond waren es aber insgesamt 7 Zustände, weil die sind ja schon wieder zurückgegangen. Und genauso war es auf der alten Sonne. Da sind auch 7 Zustände, 7 Formzustände, die durchgemacht wurden. Auch vom Ungeformten übers Geformte, übers Astralische ins Physische und wieder zurück. Also wieder ins Astralische, ins Ungeformte, ins Geformte, ins Ungeformte, wieder 7. Also, das heißt, in Wahrheit 7 solcher Zustände
auf dem alten Saturn. Und bei jedem dieser 7 Stufen, auf jeder dieser 7 Stufen haben bestimmte Wesenheiten ihre Ich-Stufe durchgemacht. Also es ist nicht so, dass alle ihr Ich bekommen im dichtesten Zustand unten, wie es wir als Menschen haben. Und jetzt besonders auf der Erde. Das heißt, nicht alle kriegen ihr Ich im physischen Formzustand, sondern es kriegen es welche schon im ungeformten Devachan-Zustand, also im ungeformten geistigen Zustand, wird dort der Ich-Funke gezündet. Diese Wesenheiten müssen anders sein als wir, klar. Und es gibt welche, die kriegen es im geformten Zustand, es gibt welche, die kriegen es im seelisch-astralischen Zustand. Und wir kriegen es halt jetzt im dichtesten Zustand, im physischen Formzustand. Aber nichtsdestotrotz sind uns da wie viele Wesenheiten jetzt vorangegangen seit dem Beginn des alten Saturn, die während dieser ganzen Entwicklung zu geistigen Wesenheiten aufgestiegen sind, weil sie ihr Ich bekommen haben. Auf dem alten Saturn 7. Auf der alten Sonne wieder 7, also durch das Ganze durch. Auf dem alten Mond wieder 7. 3 mal 7 ist 21. Und während der Erde stehen wir jetzt im 4. Zustand. Das heißt, wir haben absolviert 1, 2, 3, die uns vorangegangen sind. Und jetzt erst im 4., im physischen Formzustand, haben wir unser Ich bekommen. Wir haben ja davon gesprochen, dass das wirklich auch zusammenhängt mit dem Moment der ersten irdischen Inkarnation. Da zündet der Ich-Funke. Das ist, wenn wir wirklich in die physische Welt heruntergehen. Bei den anderen ist es so, dass sie also in höheren Daseinsbereichen ihr Ich bekommen haben. Wir sind die, die es im dichtesten Zustand kriegen. So, also 7 am alten Saturn, 7 auf der alten Sonne, 7 auf dem alten Mond, 21 und 3, die uns vorangegangen sind, jetzt schon während der Erdentwicklung. Also wie von uns noch gar keine Rede war, haben schon 3 Gruppen von geistigen Wesenheiten oder sind aufgestiegen zu geistigen Wesenheiten. Das sind die 24 Ältesten. Weil 21 und 3 sind 24. Und wir sind sozusagen die Nummer 25. Aber das sind aber alles Wesenheiten, die trotzdem mit uns zusammenhängen, weil das sind die halt seit dem alten Saturn, wo auch zwar nicht unser Ich, aber unsere Leibeshüllen veranlagt worden, die uns begleitet haben, die sozusagen mitgehen. Das sind die 24 Ältesten. Das ist damit gemeint und das schwingt damit. Also diese ganze Entwicklung schwingt damit. Wir werden vielleicht schauen, dass ich das nächste Mal eine Zeichnung oder was vielleicht noch zu dem geben kann, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Ich weiß es, das ist unheimlich schwierig und komplex, das Ganze zu erfassen. Weil es ist trotz allem erst die Spitze des Eisberges. Es ist noch viel, viel komplizierter. Was im Übrigen aber auch ein deutliches Licht darauf wirft, dass wir, wenn wir jetzt den Kosmos mit unseren physisch-physikalischen Mitteln erforschen, dass wir ein winziges Zipfel davon haben. Damit will ich das gar nicht schlecht machen, überhaupt nicht. Also es ist großartig, was da heute geleistet wird und das ist unsere Aufgabe auch heute. Wir stehen eben mitten in der physischen Welt, die noch dazu zerbrochen ist, sodass sie eine physisch-materielle Welt ist und nur hier können wir unser freies Ich entwickeln und wir müssen alles tun, um diese mit der Welt umzugehen und die kennenzulernen und das wird in der Wissenschaft durchaus gemacht. Nur, wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir dann immer wieder an Grenzen stoßen und sagen,
da kommen wir nicht weiter. Wir kommen zwar überall im physisch-stofflichen weiter, aber schon, wir tun uns schon wahnsinnig schwer dort, wo es Leben ist. Da ist es vielleicht noch nicht so deutlich wie dort, wo es dann anfängt ins Bewusstsein zu gehen. Da weiß die Wissenschaft heute nichts. Nichts. Wenn sie ehrlich ist, weiß sie nichts. Es ist völlig rätselhaft. Ich meine, sie können unheimlich viel erklären mit Gehirnfunktionen, Nervenfunktionen und Dingen. Wir können eben mit aus diesem Verständnis heraus sowas bauen wie künstliche Intelligenz und die aber nicht denken kann, die vor allem kein Bewusstsein hat. Und zum wirklich menschlichen Denken gehört Bewusstsein dazu. Das haben die Maschinen nicht, werden sie auch in der Form nie haben. Auch wenn sie unglaublich mehr Datenmengen verarbeiten können, schon jetzt, als der Mensch sie verarbeiten kann. Also deswegen Bewusstsein wird deswegen auch nicht rauskommen. Auch dann nicht, wenn der Moment steht ziemlich vor uns, wo es wirklich schon schwer bis nicht mehr möglich ist, zu unterscheiden, wenn ein Text da ist, hat das jetzt eine künstliche Intelligenz geschrieben oder ein Mensch. Noch kann man es ganz gut erkennen, also, weil doch gewisse Stereotypien drinnen sind. Aber das wird bald weg sein. Und trotzdem, es hat mit menschlichem Denken nichts, aber schon gar nichts zu tun. Die Maschine kann nicht denken, aber sie kann Daten verarbeiten. Das kann es unheimlich gut. Aber eben darum ist es aber auch so wichtig, dass heute solche Dinge erforscht werden, weil sie zeigen uns, was wir nicht sind. Oder dass wir anders sind in Wahrheit, trotz der Gemeinsamkeiten, die da sind, dass noch etwas mehr da ist, was wir eben mit der künstlichen Intelligenz nicht erfassen können, was wir auch mit der Naturwissenschaft, so wie sie heute ist, die nur aufs tote Materielle geht, auch nicht erfassen können. Und damit hängt aber eben auch zusammen, dass wir es nicht und dass wir es aber versuchen, uns selbst auch zu verstehen auf der Basis, also so wie halt heute die Naturwissenschaft läuft, dass wir uns selber eigentlich damit nicht verstehen können. Das ist genau das Problem. Also weil wir zum Beispiel unser Bewusstsein damit überhaupt nicht begreifen können. Ich meine, die meisten denken doch, dass sie es haben, weil sie es ja erleben, aber es ist der wissenschaftlichen Erforschung, so wie es heute ist, nicht zugänglich. Gilt als die große Rätselfrage seit Jahrhunderten in Wahrheit schon. Also überhaupt seit man angefangen hat kennenzulernen, okay, irgendwas mit unserem Bewusstsein, irgendwie spielt das Hirnkastel eine Rolle, ja, es ist der Spiegel. Es ist der Spiegel, aber das heißt, es erklärt das Bewusstsein überhaupt nicht, sondern es erklärt nur immer den Spiegel. Und wir wissen daher auch heute nur von unserem Spiegelbild. Also damit sind wir jetzt schon wieder fast am Anfang von dem, mit dem ich eingestiegen bin heute. Dass jetzt die Zeit da ist, wo wir hinter den Spiegel schauen müssen. Was ist da los? Das ist die große Forderung. Und hinter den Spiegel kommen wir eben dann, wenn wir eben bei der Hochzeit des Lammes dabei sein dürfen im Grunde. Das heißt, wenn wir die mystische Hochzeit oder die Hochzeit des Lammes, wenn wir da mit dabei sein dürfen. Das liegt jetzt nicht daran, ob uns wer das verbietet oder nicht, sondern ob wir in uns die Kräfte entwickeln, dass wir dieses Erlebnisses teilhaftig werden können. Das heißt also eben erleben, nicht nur das Spiegelbild, sondern hinter den Spiegel schauen können.
durch den Spiegel hindurchschauen können und dort uns erst selber finden. Und wir sind im Großen und Ganzen aber immer noch dabei, uns nur im Spiegelbild sehen zu können. Und das reicht nicht. Und darum ist es sehr wichtig, also was da jetzt weiter geschildert wird, hier im 19. Kapitel. Also jetzt alles nur ein bisschen Vorbereitung für diese Sache. Also wir haben schon gelesen jetzt von der Hochzeit des Lammes, ich lese das jetzt noch einmal und dann ein Stückchen weiter. Also es steht hier, Halleluja, König geworden ist der Herr, unser Gott, der Gebieter des Alls. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und seine Offenbarung preisen. Seine Offenbarung preisen, also dass er sich kundgibt. Die Hochzeit des Lammes beginnt, sein Weib hat sich bereitet. Ihr wurde gegeben, sich mit einem Gewand von leuchtend reinem Byssus zu bekleiden. Das weiße Gewand ist das Wesen der gerechten Taten folgen derer, die dem Geist ergeben sind. Also da sind die Menschen einbezogen. Wenn die Menschen nicht dafür sorgen, dass dieses weiße Gewand da ist, dann wird es mit der Hochzeit schlecht ausschauen. Dieses weiße Gewand liegt an uns. Das heißt, dass wir ja schon einmal anfangen zu erleben, zu erfahren, zu verstehen, was ist denn unser Seelisches? Ich rede noch gar nicht vom Geistigen, sondern was ist unser Seelisches? Da lebt Bewusstsein drinnen. Was ist das? Das ist heute nicht erklärbar im Grunde. Man kann glauben aus der Überlieferung dran, aber diese Art Glaube nützt uns nichts mehr, sondern wir müssen es heute in Erfahrung bringen. Wir müssen heute, wie soll ich sagen, das glauben können, was wir wissen, oder das Wissen, was wir glauben können. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Jedenfalls es mit Bewusstsein erfassen, mit vollem, klaren, nüchternen Bewusstsein. Ich sage bewusst nüchtern, um auf die Klarheit hinzudeuten. Also mit wirklich, ja, wenn man so will, wissenschaftlicher Klarheit. Da ist eben nichts von Schwärmen drinnen, da ist aber auch nichts drinnen jetzt von logisch ableiten, sondern da heißt es eben überschauen, die Zusammenhänge klar zu überschauen. Also letztlich dorthin zu kommen, was das imaginative Bewusstsein ist. Da ist es nämlich. Es hat die Gedankenklarheit, wie ich sie sonst im Denken habe, indem ich die Zusammenhänge sehe. Ich leite nichts ab, ich sehe sie. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich dabei bin, wenn die Imagination entsteht. Es ist nicht eine Vision, die mich überfällt, sondern ich baue sie so konsequent auf, wie ich auch in der Logik konsequent bin. Nur ist es ganz anders, die Art. Es ist eben so, dass ihr wisst, ich habe das oft schon so bezeichnet, das malende Schauen, der Ausdruck, den ich von Wolfgang Pauli übernommen habe, weil mir es so gut gefällt. Also das wird das Bild, die Imagination, wir müssen sie selber malen, sonst ist sie nicht da. Wenn sie jetzt von selber kommt, dann ist es eine Vision im alten Sinne. Wir müssen sie heute selber malen, aber sie ist in sich vollkommen konsequent und klar, wie wir es heute nur halt im logischen Denken haben. Da bin ich auch bei jedem Schritt dabei und ich merke sofort, wenn ein Fehler drinnen ist. Dann merke ich, das stimmt irgendwo nicht. Jedenfalls kann ich es, wenn ich wach genug dabei bin. Wenn ich halt nicht logisch denken kann, dann merke ich es nicht. Aber wenn ich logisch denken kann, dann merke ich sofort, da ist ein Problem, da stimmt was nicht. Genauso merke ich es in der Imagination. Und nur ist es dort noch viel deutlicher, weil im
logisch ableitenden Denken kann ich einen logischen Faden verfolgen. In der Imagination sind es unendlich viele Fäden eigentlich. Und die kann ich gleichzeitig überschauen in Wahrheit. Was so viel heißt, das, was man schaut, wird man niemals in Worte vollständig fassen können, weil es unerschöpflich ist im Grunde. Aber trotzdem kann ich es bewusst erleben. Und ich kann halt dann einzelne Sachen herauspflücken und die schildern. Daher sind auch die Schilderungen dann oft unterschiedlich, weil einer greift das heraus, ein anderer dieses und derselbe auch vielleicht einmal das und dann jene. Man wird den Zusammenhang trotzdem sehen, aber es ist immer begrenzt irgendwo, was wir ausdrücken können, was wir in unsere jetzige Sprache übersetzen können. Aber erleben kann man es letztlich in letzter Konsequenz im vollen Umfang. Es ist auch nicht gleich so, dass man weiß, man hat alles vor sich, nur man muss erst lernen, die Details wirklich zu erkennen da drinnen, die man selber gemalt hat. Es ist so schwierig, das auszudrücken. Aber im Grunde sind das und vor allem also das 19. Kapitel da zielt sehr darauf ab, diese Dinge bewusst zu machen. Ihr habt gesehen, es ist schon ziemlich am Anfang in der Apokalypse, werden die 24 Ältesten und das alles erwähnt. Jetzt kommt es wieder und es ist nur die nächste Stufe, sich das bewusst zu machen. Ja, ich möchte halt pünktlichst Schluss machen, weil ich glaube, es war sehr schwierig, die ganze Geschichte. Ich bin mit mir nicht ganz zufrieden, ob ich das so wirklich klar zum Ausdruck bringen konnte. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Wir werden uns das nächste Mal noch genauer anschauen. Und das sind die Dinge, die zum tieferen Verständnis der Apokalypse wichtig sind. Ich meine, man kann es auch jetzt, es soll aber jetzt wirklich kein Angriff sein, aber man kann sagen, ja, und ist ja auch richtig, aber man kann sagen, also was ist die Hochzeit des Lammes, wer ist die Braut? Dann ist die theologische Erklärung immer, die Braut ist die Kirche, mit der sich der Christus vereinigt. Und da ist was Richtiges drin, es ist die Gemeinschaft der Menschen, die sich mit dem Christus verbinden. Nur die weitere Interpretation wird dann sehr, sehr dünn, weil es geht um das, was ich heute versucht habe, irgendwie in Worte zu fassen. Und damit seht ihr vielleicht auch, dass das, was wir heute vom Christentum wissen, erst die Spitze des Eisberges ist. Wir werden mehr davon wissen, wenn wir eben die nächste Ebene, wenn sich die für uns enthüllt, das heißt, wenn wir selber den Schleier wegziehen und jetzt anfangen, die nächste Ebene sozusagen zu malen, mit unserem imaginativen Auge sie zu malen und dabei ganz bewusst dabei zu sein. Das ist die Stufe, wo wir jetzt wirklich mittendrin stehen, in den Jahren, in denen wir jetzt leben, sage ich einmal. Da rechne ich jetzt gar nicht einmal von Jahrhunderten oder was, vielleicht von mir aus dieses Jahrhundert, aber da ist die Chance da, dass mehr und mehr Menschen diesen Durchbruch schaffen. Und dann steht da das Bewusstsein für das eigene Ich, dann steht aber da auch das Bewusstsein, das bewusste Erleben des Christus, weil das untrennbar miteinander verbunden ist. Ich kann mein wirkliches Ich nicht erleben, ohne den Christus zu erleben. Und ich kann den Christus nicht wirklich erleben, ohne das eigene Ich zu erleben. Vorher sind es Worte, schöne Worte, erhebende Worte, Worte, die mir weiterhelfen auf meinem Entwicklungsweg, aber wirklich haben tue ich es noch nicht. Es steht noch außen vor. Und worum es geht, also da, ist den nächsten Schritt
zu machen, eben zur Enthüllung des Wesens des Jesus Christus, des Christus überhaupt und zur Enthüllung des Wesens des Ichs, des menschlichen Ichs. Und dann insbesondere natürlich auch des individuellen Ichs, das jeder selber hat. Und damit zu erkennen, wo geht mein Weg? Wo will ich hin? Um das genauer zu sagen, also, weil es ist von niemand vorgeschrieben, das ist es ja, nur wir müssen gehen. Weil das Einzige, was das Ich sozusagen nicht kann, ist nicht zu gehen. Ich ist ständige Bewegung. Das Ich ist immer unterwegs, aber es kann halt im Kreis herumlaufen oder es kann sich einen Weg suchen. Das bleibt uns offen, aber Ich-Sein heißt ja in letzter Konsequenz sich selbst beständig neu schaffen. Im Ich ist das sowieso der Fall, nur passiert das halt alles noch nicht bewusst. Wir identifizieren uns immer noch viel zu sehr mit dem, was wir eigentlich nicht sind. Was höchstens die Situation ist, in die wir uns aus irgendwelchen Gründen hineingestellt haben. Aus karmischen Gründen zum Beispiel. Wenn wir das wenigstens erkennen würden, dass wir, jetzt bin ich in einer Inkarnation grässlich, alles schlecht, arm, hungern muss ich die ganze Zeit, wieso stehe ich da drinnen? Weil ich es wollte. Weil ich es wollte, um was dazu zu lernen. Das heißt nicht, dass man nicht mit Menschen, die in einer solchen Situation sind, Mitleid haben sollte und dass man ihnen auch helfen sollte. Karma verbietet ja nicht, dass man den Menschen hilft. Sie halt unterstützen, ihre Aufgabe zu bewältigen. Dann tut man ihnen sehr, sehr viel Gutes. Also das ist ja auch so ein Missverständnis gegenüber dem Karma oft. Ja gut, dann sterben wir nicht dabei, dass er jetzt leidet, weil das braucht er ja. Nein, er braucht nicht das Leiden, er muss die Aufgabe bewältigen. Um das geht's. Das Leiden ist ein Hilfsmittel dazu, um den Menschen hinzuschubsen, wenn es nicht anders geht. Vieles an dem Leiden hört sie auf, wenn ich rechtzeitig die Aufgabe bewusst erfasse, erkenne und bewusst es aus eigenem Willen angehe. Also Karma ist die Hilfe, wenn man so will, diesen Entwicklungsweg zu gehen, einen Anstoß dazu zu kriegen, solange ich noch nicht aus freiem Willen heraus bereit bin, den Weg zu gehen. Weil der ist schwierig, er ist so und so schwierig. Weil er heißt im Grunde sich komplett umkrempeln. Also im Seelischen, in den Lebenskräften irgendwann, bis ins Physische, ins übersinnlich Physische hinein. Aber umgekehrt ist es auch so, je mehr man sich auf sein wirkliches Ich besinnen kann, desto eher ist aber auch eine Chance da, das, was uns das Karma noch entgegenträgt, bewusst anzunehmen und zu sagen, ja, die Aufgabe habe ich mir gestellt in Wahrheit, die brauche ich. Also dann versuche ich sie zu nützen und nicht nur zu jammern darüber. Und das ist das, also was aber im Christlichen drinnen liegt, dazu Mut zu machen und daraus aber auch, wie soll ich sagen, Trost zu gewinnen. Aber das ist ein Trost, der nicht passiv macht, ja, sondern der Mut macht, aus dem eigenen Ich tätig zu werden und damit über diese Hürde drüber zu kommen, aus eigenem, weil es kann niemand anderer für einen machen. Was ein anderer tun kann, ist Impulse geben, Anregungen, aufweckend wirken. Dass ich aufmerksam wäre auf die Kräfte, die eigentlich in mir drinnen sind. Und auf den Willen, der in jedem Ich drinnen ist, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das heißt, sich so weit umzukrempeln, dass die Hindernisse irgendwann weg sind.
Und das sind aber Dinge, die haben wirklich mit dem tagtäglichen Leben zu tun. Weil irgendwo kann man, ob wir es bewusst wollen oder ob wir unbewusst dazu hingetrieben werden, wir werden dem nicht auskommen. Es gibt Inkarnationen, wo das ununterbrochen kommt, es gibt andere, wo man mehr Luft vielleicht hat, aber wehe, man verschlaft dann trotzdem die wesentlichen Aufgaben, dann schaut es halt in der übernächsten Inkarnation wieder schwieriger aus. Aber diesen christlichen Impuls zu ergreifen, Christus ist der Herr des Karmas geworden, und das heißt aber auch, dass wir bewusst Herr des Karmas mit sind, dass wir das wollen, was wir brauchen, was nötig ist, und uns nicht sträuben dagegen. Und das ist der riesige Unterschied, der in die Welt gekommen ist durch den Christusimpuls, dass er sich inkarniert hat. Das ist der große Unterschied zur Reinkarnationslehre, wie man zum Beispiel im Buddhismus oder im Hinduismus damit umgeht. Weil das ist immer dem entfliehen wollen. Wie schaffe ich es, aus dem wegzukommen? Ja, indem ich ins Nirvana gehe, jetzt im Buddhismus. Aber was heißt das jetzt? Das ist absolut richtig, und darum ist es auch notwendig, dass das in die Welt gekommen ist. Aber wo komme ich dann hin? Das Nirvana ist genau der Punkt, wo ich mein Ich finde. Weil dort gibt es nichts mehr, außer das, was ich aus mir heraussetze. Also was ich als Tat setze. Und das tut das Ich eigentlich ununterbrochen. Es ist halt jetzt nur die Frage, ob es halt immer den richtigen Weg gleich schafft. Aber sich dessen bewusst zu werden, darum geht es. Und dann ist es nicht ein Entfliehen aus dem Kreis der Wiedergeburten sozusagen, sondern es ist Aufgabe anzusehen, die notwendig ist, um später dann einmal das auf einer höheren Ebene weiterführen zu können. Dann ist zumindest, und damit ist ja auch verbunden dann die Überwindung der Widersacher, die uns jetzt ins Materielle, nämlich ins physisch-materielle Dasein hineinziehen. Aber das gehört zu unserer Aufgabe auch dazu. Ja, ein Riesenthema. Schwierig. Also ich muss gestehen, ich bin da wirklich mit den Ausdrucksmöglichkeiten an der Grenze irgendwo. Aber wir gehen dem Ende der Apokalypse eigentlich zu. Sie hat also insgesamt 22 Kapitel, und die letzten Kapitel haben sie jetzt gewaltig in sich. Also ihr müsst nicht hoffen oder befürchten, dass es bald aus ist, obwohl da nur mehr wenige Seiten drinnen sind. Es kommen sehr, sehr gewichtige Dinge. Und wollen wir halt gemeinsam versuchen, uns dem zu nähern, irgendwo. Das kann ich anbieten. Aber da steckt vieles drinnen, was wir heute zumindest einmal herantasten können, was wichtig wäre. In diesem Sinne, ich danke euch für die Geduld, die ihr immer aufbringt und die ihr wahrscheinlich in der nächsten Zeit, wenn ihr dabei bleibt, auch noch haben müsst. Weil es kommen wirklich die schwierigen Dinge, die sehr schwierigen Dinge. Und es sind wahnsinnig viele Fragen mit dabei noch, auch über das, wo man nämlich dann selbst im Werk von Steiners jetzt nicht die fertigen Antworten findet, sondern wo man, nur wenn man gründlich sucht, die Fragestellungen findet. Aber jetzt stehen wir irgendwo dann alleine damit da. Und das ist aber das Entscheidende, dass wir irgendwo uns vorbereiten darauf, einmal alleine mit den Fragen dazustehen und mit ihnen individuell zu ringen, umzugehen mit den Fragen, die einem selbst betreffen und die einem ermöglichen, wirklich dadurch aber auch für die Welt was zu tun, was man nur eben dieser Mensch oder jener Mensch machen kann. Weil jeder Mensch kann was Einzigartiges beitragen, und wenn er es nicht beiträgt, dann fehlt etwas in der Welt.
In diesem Sinne, ich lese euch noch einmal zum Abschluss den 17. Wochenspruch. Da steckt viel drinnen. Es spricht das Weltenwort, das ich durch Sinnestore in Seelengründe durfte führen. Erfülle deine Geistestiefen mit meinen Weltenweiten, zu finden einstens mich in dir. Das Weltenwort im eigenen Ich zu finden. Den Christus zu finden im eigenen Ich. No, das ist eine ziemliche Aufgabe. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Danke. Herzlichen Dank. Gerne. Danke für deine Ausdauer und Kraft, lieber Wolfgang. Danke. Danke. Ich kann ja gar nicht anders. Ich meine, es ist wichtig, glaube ich, es zu tun, es zu versuchen wenigstens. Ja. Wolfgang. Alles Liebe, Papa. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Papa. Mal.